Direkt dahinter kämpft Daniel Etat. Get down in the car, one time give it all. Bust it from behind. Let me see you try. Get down in the get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt jetzt der Kampf. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen zu unserem Saisonauftakt 2026 hier in Imola, Italien. Und wir haben heute eine ganze Menge neuer Fahrer und Teams am Start und da freue ich mich schon sehr. Würde ich sagen, wünsche ich euch allen ganz viel Spaß. Hello dear Simracing and Racesport fans and a very warm welcome to the start of the 2026 season here in Imola, Italy. And we have a lot of new drivers and teams at the start. I wish you all a lots of fun. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2026. Eugene. Eugene. All right, Eugene, if you're listening, brother, get well. I feel so bad for you, man. I know what you're going through. You get it, man. Get back here. Yeah. Get your ass back. Speedy recovery. We want to hook wheels with you and got a problem. Essentially, you've got 6 years to start digging rugby. Thanks, Russell. And then when Eugene gets back, I'll go back to being mad at him when he laps me every goddamn race. 6 years to dig rugby. What do you mean? Because America is hosting the Rugby World Cup in 2031. Really? Yeah. Oh my word. No. Wait, do they? No, they think the Olympics. No, they're hosting Rugby World Cup 2031. I think with Argentina. Okay, no offense, but how the fuck? Because they are on a drive to get rugby bigger in America. Steven, are you really drinking with a Hello Kitty cup? Hell yeah, it's R&D. Telling you, Mate, Steve raced with bloody what's the headband? A wolf ear headband during a event. yeah, I did a He also I've done raced a that. charity event with a helmet. Then he couldn't see up the A full hill. kit helmet. A full kit helmet. It was a full race setup. Racing boots, no mix socks, no mix underwear. God damn, you must have been God. sweating your balls off, man. Dude, Right, you didn't pass out. I got to a point where when my stint was over, I was like climbing out of the gear. But the problem was the visor still had some tape on the top of it to try and get some of the sunlight out. So I thought, clever Dick Steve, they've got the camera on me and I'm gonna come out the pits looking cool and drop the visor down. As soon as I did that, I could see only a quarter of my screen. So it was that epic moment of, oh yeah, but when I was like, walking to my mates, I was like, oh fuck, I can't see anything. The race server is online. Okay. 0. Yeah, we in Africa, we're about 2 minutes behind. Okay. We're on African time. Everything is slow, yeah. Okay. So now in a few seconds the race server will be opened. Where is? Oh no, it's closed. Well, Yeah, this is a pending session unavailable Those- right now. those are Registration starts and ends in 0 seconds. Nice. I was gonna say, Josephine,
were you that quick? We didn't even get to the grid. You finished the race ahead of us. No, I won. You never saw. Oh, okay. All right. On the opening lap, turn 1, I wrecked everyone and I won. It's over. Just have a good night. Guys, take care. See you next time. Ah, that's my job, you know. Saisoneröffnung hier in Italien, Imola. Und wie ihr gehört habt, haben wir ein paar neue Fahrer am Start. Season opening here at Imola. And as you heard, we have new drivers and new teams at the start. Full day Bottas, Hungary, 2021 ever. This gives me time to have a smoke and get enough bourbon. Don't worry. These guys, Yanneman and Yaku and everyone found the vape straight. Hey, I'm in. You can register now. Good evening, Martin. Open. There we go. Now it's open. Now it's open, yes. It's just tragic. Yep. Unbelievable. Registered. Right, I'm Hotman, team chat. I'll catch you all after the racing. Yeah, have a good race. Have a good race. Yeah. Meet us after. Yeah, I'll be there in a minute, Tom. We'll see you guys after the race. Okie dokie. Yeah, best of luck. Then we can all be friends again. Now, bye. Yeah. Now, fuck you. Byron, I hope you miss the shift. Oh, don't say that, mate. You're behind me on the grid. May your suspension be stiff over the Ascari. No, not Ascari chicane yet. I'm glad you said suspension. Good afternoon. Hi, guys. Greetings. Cleaver. All the guys leave us right now to go in their own chat. I'm glad I stuck around for him. How you doing, brother? You good? Hey, good. And you, man? Und da ist der Rennserver auch schon offen und die Jungs und Mädels loggen sich jetzt hier alle ein. Das Endergebnis der letzten Saison haben wir oben mal eingeblendet. And there the race server is already open and the boys and girls are logging in now. We've included the final results from last season above. Yeah. Server is open. Yes. I was waiting it for 4 or 5 minutes to open. So, join the heat race. Yeah. Race server is open right now. I hope we set everything up correctly. Yeah, I think so. It's a nice full grid. Adam Glatzka is also here. Very nice. Cool. I'm gonna hop into team chat, so I will see you later, guys. Okay, Byron. Yeah, Byron, all the best. Good luck. Please do not crash your car. I'll do my best. I don't plan on it, but I'll do my best. Alright, catch you after the race, guys. Ciao, ciao. Ciao. So. Aktuell läuft ja hier noch die Practice Session, die geht ungefähr eine Viertelstunde noch. Dann haben wir 20 Minuten Qualifying. The practice session is still in progress. It will last approximately another 15 minutes. Tommy, I mute my microphone when I talk all the time. Yeah. Where is your teammate? Wo ist dein I don't know, ich weiß es nicht. Was ist denn hier dieses... Hotkeys, da ist der. Leon hat gestern noch trainiert. Noch Ben, I miss Ben. Where is Ben? And his teammate Michael J. Taylor. Thomas Burling is actually on holiday in Teneriffa. Und ihr habt es gerade gehört, wir vermissen heute schmerzlich Ben und das Chip Racing Team. Auch Michael J. Taylor heute nicht am Start. Thomas Burling ist aktuell noch im Urlaub in Teneriffa. Einen ganz lieben Gruß mal dahin. Und auch unser Sebastian, Vize-Champion der letzten Saison, kann heute nicht am Start stehen, da er in Urlaub gefahren ist. I'm looking forward to our first race. Ja, alles klar. Ich kann jetzt hier Discord muten, falls es mir hier zu laut wird. Thomas Willershausen, Byrons Teamkollege aus Schweden, ist leider diese Saison nicht mehr dabei. Während des Rennens mute ich auch mein Mikrofon, weil ich da direkt hier moderiere. I will mute my microphone during the race. Was ist denn hier? Boah, hier Team Heaphead hat 4 Fahrer. Krass. No, Team Heap together and Team Heap together again. Das sind unsere 9 Jungs aus Südafrika. Das sind, these are 2 teams, das sind 2 Teams. Wir sind alle in einem selben Chat. Yeah, these are our friends.
Okay. And normally they have a team together, but in our series you can't drive with 4 drivers. Every team only have 3 drivers. That's why they split. Now we have a real world championship. Guys from all over the world. From Dormagen to South Africa. Wir haben neue Fahrer aus England, aus Polen, aus Holland und letzte Saison schon die ersten Rennen mit dabei. Let's go, Tommy. Ja, du willst was sehen, ne? Janne Liemen aus Finnland. Alles klar. Und auch 3 neue Teams sind am Start. Becker. Fastest Lap vor Becker. Wie ihr vorhin schon mitbekommen habt, haben wir 2 neue Teams aus Südafrika und ein neues internationales Team. No surprise. Das Northern Europe Racing Team mit Finlay, Marte und Jan, was ich als sehr, sehr stark einschätze. Sorry for the win. Das Northern Winter Team hat sich in der Pause auch verstärkt. Nachdem Thomas Willershausen ja nicht mehr dabei ist, haben wir Miguel Morland neu am Start. Wir können ja so einen extra Boxenstopp für die Josephine einführen. Und der ist ganz, ganz schnell. Aber auch Martin Reisman und Finn Meyer Smith schätze ich als sehr, sehr stark hier ein, unsere Neuzugänge diese Saison. Die Südafrikaner kann ich schwer einschätzen. Das könnte sogar glatt noch hinhauen, ne? Guck mal, wenn sie eine Sekunde oder ein Drive-Thru. Die New Livery, Jan Stefan. Hast du Trading Pens noch nicht geladen, oder was? Jan Stefan entered the new team. Jan Stefan ist Teammate from euch. Jan hält heute die Fahnen von Kurt Braun hoch. Aber das Feld ist ganz schön kompetitiv geworden. So, ne? Also Durchschnitts-I-Rating 2000, das ist schon gut, ey. Ben, we miss you. Where are you? Jetzt. Ihr habt es eben gehört, die Training-Session ist jetzt zu Ende und die Qualifikation beginnt. Wie ihr wisst, 20 Minuten offenes Qualifying. And in a few seconds the qualification will start. Alter, 1,3 Sekunden. Ja. Junge. Ihr müsst alle erstmal ins Ziel bringen. If Ja. you want to finish first you have to finish. Old Race Driver wisdom. Und die erste, die hier sofort auf die Strecke rausfährt, ist unser aktueller Champion Josie. Okidoki, now we have 20 minutes left. 20 minutes and 10 laps. Josephine Becker is the first on track. Ist das Quali schon am Laufen? Ja. Seit einer Minute. Und da kommt Luke auf den letzten Drücker. Bitte spät, oder? Kannst du dich noch einloggen? Versuchen? Ich hoffe. Ich vermute fast nicht. Wie lange ging das, die Practice Session? 20 Minuten. Ja, das. Nee, bei League Sessions, ja. Luke Raspudic connected. Juhu! Ja, aber ich glaube, ich kann jetzt beim Qualifying nicht mehr starten, weil der hat mir gerade gesagt, bla bla bla, registering for Heat Race. Ja, ist das korrekt? Ja, wir haben. So, das steht immer. Normal. Ja, du hast hier auch angezeigt, also wir müssen es jetzt auch mal fahren können. Okay. Fein gehabt, Junge. Meinst du hier die Schikane? Josephine hat auch die erste schnelle Runde gefahren. Josephine drives the first part. Okay, das. 31.202. Und unser Item verliert da gleich mal sein Fahrzeug. Fahre ich die zu schnell rein oder fahre ich die zu schnell raus? Entschuldigung, ich quatsch mit meinem Chat. Wohlgemerkt, Adam ist angeschlagen und nicht in Höchstform zur Zeit. Der ist leider etwas krank. Trotzdem sehr, sehr schön, dass er heute hier mit dabei am Start ist. Wir haben jetzt knapp 5 Minuten rum und aktuell liegt da unser Josie natürlich in Führung vor Pascal Steinke und Janne Liemen. 30,8 für Josephine. Und Josie haut hier die nächste schnelle Zeit raus. Was ist der Leon so für Zeiten gefahren gestern? 31er ungefähr, schätze ich mal. Weiterhin Pascal Steinke auf dem zweiten Startplatz und Janne Liemen aktuell auf P3. Verstecken müssen. Scheißdreck. Mist. Kurva. Aqua Minerale Kurva. Von an der Spitze weiterhin uneinholbar unser Josie vor Pascal.
Aqua Minerale, Curva. P3 weiterhin Janne Liemann, aktuell auf dem 4. Platz Cameron de Bastos, P5 aktuell Miguel Morland und auf 6 unser We have Tommy. now 11 minutes left and no surprise. Josephine is in front. Pascal Scheinke actually on 2nd position and Jan Liemann on 3rd position. On 4th position we have Cameron Bastos and on 5th position actually Miguel Morland. Come on, Tommy, concentrate. So, etwas mehr als die Hälfte der Zeit ist jetzt rum. Und inzwischen hat sich Martin Reisman nach vorne auf P4 geschoben. Ja, und verschalten. Das neu formierte Northern Europe Racing Team trumpft schon hier in der Qualifikation mächtig auf. Alle 3 Jungs sind vorne mit dabei. Auf P3 aktuell haben wir hier im Bild Janne Liemann. P4 aktuell Martin Reisman und ihr Teamkollege Finlay Mellior-Smith auf 8 aktuell. Und alle ganz dicht beisammen. Leider läuft für unseren Adam hier beim Saisonauftakt nicht ganz so gut. So, und inzwischen hat sich davon einiges getan. Miguel Morland ist jetzt nach vorn auf P3 gefahren. Hinter ihm Finlay Mellior-Smith und Janne Liemann liegt nur noch auf P5. Hinter ihm weiterhin auf dem 6. Platz unser Tommy und auf 7 Martin Reisman. Cameron de Bastos auf P8 abgerutscht und unser Wolfram P9. Wie fehlt mir da noch? Oh Mann, ey. 32,1, ey. Dominic Ochochuso, der Teamkollege von Byron und von Miguel Morland, liegt aktuell auf P10. Holper die Polter? Aber hat geklappt. Unser Robert Simpkins hat bisher immer noch keine Zeit gefahren. Knapp 3 Minuten hat er noch, während Janne Liemann jetzt nachgelegt hat und sich wieder auf P2 nach vorn geschoben hat. Damit jetzt Pascal Steinke auf P3 nach hinten zurückgerutscht. Oh, ich hasse das. Und so wie es aussieht, kämpft der Tommy mit sich selbst. Versemmelt hier eine Runde nach der anderen, so wie es aussieht. Aber nichtsdestotrotz, P6 ist eine sehr gute Ausgangsposition. Vor ihm auf 5 unser Neuzugang aus England, Finlay Mellior-Smith. Jakob Grobler, Neuzugang aus Südafrika, liegt aktuell auf dem 11. Platz. So langsam tickt hier die Uhr herunter. Und jetzt hat sich Cameron de Bastos da noch auf P4 nach vorn geschoben, auf den letzten Drücker. Wow. Schiebt Miguel Morland und die Jungs dahinter einen Platz nach hinten. Während Robert hier immer noch versucht, eine Zeit zu setzen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt seine Lieblingsstrecke heute hier. Knapp 2 Minuten hat er noch Zeit. Und wie ich sehe, hat auch unser Luke bisher nicht geschafft, irgendwie eine Zeit zu setzen. Ich denke mal, der wird dann von hinten starten müssen. Auf den hinteren Plätzen aktuell P11 Jakob Grobler, P12 Jannemann Pruis, P13 unser Jan Stefan. Auf 14 haben wir Neuzugang Bartosz Mugala aus Polen. Und auf 15 unser Byron. Robert hat es jetzt geschafft, doch hier eine Zeit zu setzen und reiht sich hinterm Byron ein. P16 aktuell hinter ihm Steven Körnig. Ich krieg die Krise hier. Oh. Und wir hören es gerade, unser Tommy scheint da auch seine letzte schnelle Runde noch versemmelt zu haben. Die letzten Kurven da. Nichtsdestotrotz P7 ein absoluter Top-Startplatz. Dominik P10 ein absoluter Top-Startplatz für ihn und Luke versucht dann nochmal rauszufahren. Allerdings denke ich mal, bei noch einer Minute verbleibender Zeit ist der Zug abgefahren. Da wird er wohl von hinten durchs Feld flügen müssen. Ihr wisst, Luke ist verdammt schnell. Das wird sicher für unsere Zuschauer sehr amüsant werden, wenn Luke da durchs Feld durchflügen muss. Ihr wisst, Luke macht da nicht viele Kompromisse. Er ist ein ehemaliger richtiger Rennfahrer. Hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Wir haben die aktuellen Zwischenstände jetzt mal komplett oben eingeblendet. Wie gesagt, Luke wird es nicht mehr schaffen, da noch eine Zeit zu setzen. Also denke ich mal, da wird sich nicht mehr viel ändern. Ich sehe hier keinen, der noch auf einer sehr schnellen Runde aktuell unterwegs ist. Da haben wir also wenig überraschend unseren aktuellen Champion auf Pole Position. Dahinter auf 2 Janne Liemann, P3 Pascal Steinke, auf 4 Cameron de Bastos, P5 Miguel Morland, auf 6 Finlay Mellior-Smith, P7 Thomas Silbernagel, auf 8 haben wir Martin Reisman, P9 Wolfram Fund, aktuell auf 10 Dominic Ochochuso, P11 Jakob Grobler, P12 Jannemann Pruis, auf 13 Jan Stefan,
P14 Bartosz Brugala, P15 Byron und auf 16 unseren Robert. Und da ist die Zeit jetzt auch abgelaufen. Hat nicht sollen sein, da so eine Scheiße. Mann, ey. Ich kann zumindest meine Gänge durchschalten und Gas und Bremsen wieder. 2 Minuten Gritting und dann starten wir auch schon in die neue Saison. Okidoki, Jungs, das war's dann mit der Qualifikation. Wenig überraschend, Josephine vorne. Ja. Ich mute mich mal. 22 Runden haben wir auf der Uhr stehen, das sind ungefähr 35 Minuten. Ja, Startaufstellung hat begonnen. Alles Gute euch, Jungs und Mädels. Danke. Wie viel Benzin brauche ich? 22 Runden. Puh. 56 Liter, 56 brauche ich. Ja, ich bin bei 56. Okay. Und da ist die Startaufstellung auch schon in vollem Gange. Bin ich mal gespannt, wie sich unsere Neuzugänge heute hier schlagen. Okay. Stimmt gleich. Good luck, everyone. Circa 1 Minute haben wir noch und dann starten wir in unsere dritte Saison mit einem sehr, sehr vollen Grid, was ich sehr schön finde. Wie ihr sicher mitbekommen habt, sind einige von unseren Fahrern aktuell noch krank. Allen voran unser Eugen, der leider einen kleinen Betriebsunfall hatte. Ganz herzliche Genesungswünsche nochmal in die Richtung. Und ein paar Fahrer sind zurzeit im Urlaub. Freue ich mich dann auch schon auf die nächsten Rennen. Good luck, everyone. So. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob unser aktueller Champion heute hier seiner Favoritenrolle gerecht werden kann. Good luck, everyone. I can left now. Möge Ja, die auf Nacht jeden mit Fall. euch sein. Alles Gute. Da war auf jeden Fall mehr drin, das hat man gesehen, aber ich hab's halt verkackt, ey. Das ist... Naja, schauen wir mal, wo wir rauskommen. 20 Sekunden noch. Die Uhr tickt hier gnadenlos runter und wie immer unser Tommy Bummel letzter hier im Grid. Noch ein paar Sekunden und dann wird die Ampel hier gleich das 25. Rennen der Historic Formula One Masters freigeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die war aber lange rot da, die Ampel. Grüne Flagge und die Wildjagd ist eröffnet. Josephine schießt hier sofort in Front. Dahinter Pascal hat hier einen Top-Start und da hinten kracht schon. Oh. Da fliegen die Autos und auch hier vorne gibt es da Zusammenstöße. Und da liegt unser Adam kopfüber in der Gegend. Ist, glaube ich, der Einzige, der hier nicht weiterfahren kann. Oh. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Josephine sofort hier in Führung gestürmt, hat schon einen kleinen Vorsprung vor Pascal. Auf 3 Janne Lehmann zurückgerutscht. Auf 4 haben wir dann Cameron de Bastos. Auf 5 Finlay Melia Smith. Auf 6 unseren Tommy. 7 Martin Reisman, der hier mit dem Tommy kämpft. Ja, it's Luke. Luke is getting together with Adam. First with it's Russell. And then Luke crashes into Adam. Oh, that's why Adam. I would say You gotta win this race on that opening corner. I had so much overshoot. Okay, here is the next one. It's Dominic. Dominic in front. Ja, Finlay da. Dem mache ich nochmal einen Skin. Yeah, and, I got a big smash on that code. Yeah, and behind it's Jacko. Yeah, I will give props to Jacko because he managed to get down that place when I thought he wasn't going to get it. Ein wildes Durcheinander direkt hier in der Startphase und so wie es aussieht, ist Adam Glatzka der Einzige, der hier leider dieses Getümmel nicht überlebt hat und an der Box steht zum Reparaturstopp. Schade, alle anderen können, glaube ich, weiterfahren. Josie führt hier das Feld direkt in die zweite Runde. Dahinter haben wir Pascal mit einem Bombenstart auf 2, Janne Lehmann auf 3, Miguel Morland auf 4, Cameron de Bastos auf 5, Finlay Melia Smith haben wir auf der 6. Position, an 7 dann unseren Tommy. Und auf 8 aktuell Martin Reisman, P9 dann unser Wolfram und da ist der nächste in der Botanik gewesen. Cameron de Bastos macht dann einen Ausflug und fällt weit zurück, auch schade. Da fällt er noch hinter Wolfram Pfund zurück, der jetzt inzwischen auf P8 nach vorne gerückt ist. P10 aktuell Jakob Robler, den wir hier mal im Bild haben. Dahinter dann Kleber Botaro Mora und auf 12 unser Jan Stefan. Auch Russell Hamilton und Robert Simpkins sind da relativ vernünftig weggekommen. Luke liegt hier inzwischen schon auf P14, konnte da so ein paar Fahrer hinter sich lassen. Hier haben wir Don Runkle auf 17, an Bartosz Brugala vorbeigegangen eben. Dahinter dann der Byron, Janemann Kruis auf 20 und Dominik weit abgeschlagen auf 21 nach dem Zwischenfall am Start.
Die Beschädigungen am Fahrzeug waren zu schwer, er musste einen Boxenstopp einlegen, um seinen Fast Repair zu ziehen und ist dann jetzt wieder raus auf der Strecke, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Punkt einzufahren. Das Rennen ist noch lang, wir befinden uns gerade erst in der zweiten von insgesamt 22 Runden. Hier vorne, die Jungs bis PE11 können sich da schon leicht absetzen vom Rest des Feldes. Ganz vorne Josephine vor Pascal und Janne. Dahinter auf 4 haben wir Miguel Morland. Dahinter dann schon eine kleine Lücke zu Finlay Mellior-Smith auf 5. Tommy weiterhin auf 6 und Martin Reisman auf 7. Die Jungs und Mädels gehen jetzt in Runde 3. Und so wie es aussieht, hat hier Miguel Morland einen Top-Start in unserer Serie und in die Saison. Ein ganz, ganz heißes Eisen, was sich der Byron und sein Team an Land gezogen hat. Aber auch die Jungs vom Northern Europe Racing Team starten hier furios durch. Alle 3 im vorderen Feld zu finden. Genauso wie unsere Jungs aus Südafrika. Und nachdem wir am Start dieses wilde Durcheinander hatten, hat sich das jetzt alles hier ein bisschen beruhigt. Tommy versucht da an Finlay vorbeizugehen, findet aber keinen Weg an ihm vorbei, ist hier im Northern Europe Sandwich. Janne und Finlay vor ihm und hinter ihm Martin Reisman, der da auch gewaltig Druck macht. Dahinter haben wir hier jetzt unseren Wolfram Wolefund, der da gerade überholt wird von Cameron Bastos. Das Northern Europe Racing Team. Ein Holländer, ein Finne und ein Engländer. Das hört sich an wie so ein Witz. Und ja, wirklich rote Spiegel da. Und auch hinter Martin Reisman geht jetzt schon eine Lücke auf. 1,6 Sekunden zu Cameron de Bastos auf P7. Was ist da schief gelaufen? Da muss ich glaube ich nochmal gucken, ey. Und während jetzt ganz vorne Miguel Morland so richtig Druck auf Pascal Stein gemacht, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Schlecht. Next incident here, it's Dominic. On his own. Curb of death. Dominic lost his car here on the curb, but nothing happened and he can go on. A nice little 360. Und inzwischen haben sich jetzt die Positionen hier im Vorderfeld ein bisschen gefestigt. Wir sehen es hier, was Josephine jetzt schon für einen riesen Vorsprung hat. Die geht gerade in die 4. Runde. Und sie hat jetzt schon knapp 7 Sekunden Vorsprung auf den kompletten Rest des Feldes. Einfach irre, ihre Performance. Josie mal wieder in ihrer eigenen Welt unterwegs. Dafür ist dahinter hier richtig heiß. Miguel Morland jagt hier Pascal Steinke um den Kurs. Dahinter Janne Lehmann versucht den beiden zu folgen, während Finlay Mellior-Smith sich die ganze Zeit hier mit unserem Tommy rumschlägt. Den kann man aber auch viel schlecht überholen gerade. Unser Pascal hier mit einem furiosen Start in die Saison. So schnell und so weit vorn habe ich ihn bisher noch nicht gesehen. Beim Team Cult Performer geht es ja hauptsächlich um die Teamergebnisse. Und einer ist immer da, der vorne mit reinspringt. Ihr wisst, unserem Adam geht es aktuell nicht so gut. Hier gibt es die nächsten 2 Kämpfe. Jan Stefan versucht da an Kleber Botaro Mora vorbeizugehen. Und direkt hinten dran haben wir Steven Körnig und unser Adam nach Boxenstopp fährt da auch wieder mit. Und es gab noch ein kleines Stück weiter hin den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Sehen wir auch, dass hier die Lücke aufgerissen ist. Robert Simpkins ist hier ziemlich langsam unterwegs. Dahinter Jannemann Puis und Byron Dong. Die Gruppe hat auch jetzt schon hier den Anschluss komplett nach vorne verloren. Schauen wir uns direkt gleich mal an, was da los war. Wir sehen hier, Dominik fährt dem Feld hier einsam hinterher. Eine halbe Minute fällt ihm auf den Rest des Feldes. Da ist aus eigener Kraft jetzt nicht mehr viel zu machen hier im ersten Rennen. Here is Bartosz. Oh, he get away, better exit. And then, it's Robert. Robert in front of him. I had the wrong setup loaded in race 1. Yeah, you have a light damage on your rear wing. And then I think that one is that kills you. Yeah, that kills you. That kills you. Oh, Robert. Better luck next time, I hope. Während hier der Kampf um B2 tobt, Miguel Morland scheint da ein Stück schneller unterwegs zu sein wie Pascal, findet da aber bisher noch keinen Weg dran vorbei. Jetzt hier der nächste Angriff und da geht er auch sauber durch, tolles Überholmanöver, da hat sich Pascal aber auch nicht groß gewehrt. Direkt hinten dran weiterhin Janne Lehmann und Finlay Mellior-Smith. Tommy ist auch noch hinten dicht dran, nur Martin musste jetzt wieder ein kleines Stück abreißen lassen. Und da ist auch Cameron Bastos inzwischen wieder hinten dran, hat die kleine Lücke zugefahren. Und hinter Cameron, Chaco Kobler konnte da an unserem Wolfram Wolefund vorbeigehen. Das ist auch nichts geschenkt, ne? Wolfram der Letzte in den Top 10. Und während hier vorne wild um die Podiumsplätze gekämpft wird, hat Josephine inzwischen schon fast 10 Sekunden Vorsprung. Und es gab den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. Adam Klatzka hier after repair stop, the last in the field. It's Adam. Oh, careful, Adam. Race to forget for Adam.
Ja. Yeah. Did you forget No, they it's only the have only one time more? I beat him. Yeah, you did. Ein wirklich schwieriger Saisonauftakt für unseren Adam. Wünschen wir ihm alles Gute. Hier vorne, Miguel Morland kann sich jetzt inzwischen schon ein kleines Stück absetzen. Und hier gibt es den nächsten Zweikampf. Cameron de Bastos ist da an Martin Reisman vorbeigegangen. Unser Neuzugang hier aus Südafrika, auch ein sehr, sehr starker Einstand in unserer Serie. Hier hinten, Wolfram schließt die Top 10 ab. Hinter ihm dann schon eine Riesenlücke von mehr als 7 Sekunden auf Kleber Botaro Mora. Und Robert steht hier immer noch an der Box und lässt sein Fahrzeug reparieren. Währenddessen zeigt unser aktueller Champ hier eindrücklich, was er zu leisten imstande ist. Josephine hat jetzt schon einen riesen Vorsprung und baut Runde für Runde immer mehr aus. Irre. Außen geht nicht, ganz knicken. I Oh, can't it's beat him Dominic straight up. again. Oh. Such a lazy spin. Such a lazy Alter, was macht ihr hier, Freunde? Und vielleicht hat der eine oder andere aus den Augenwinkeln gerade noch gesehen. Da hat Miguel Morland jetzt einen Fehler gemacht. Ich wünschte, ich hätte Lampen zum Blinken hier. Ist hier zurückgefallen, ein wildes Durcheinander hier. Er kann sich aber noch vor Finlay Miller Smith wieder einreihen. Damit unser Pascal wieder auf P2 und Janne Liemann auf P3. Dahinter eine ganz kleine Lücke zu Miguel Morland, der verfolgt wird von Finlay Miller Smith auf 5 und unserem Tommy auf 6. Cameron de Bastos auf 7 und Martin Reisman auf 8. Weiterhin auf 9 Jaco Grobler und auf 10 unser Wolfram. Hier fahren wir auch mal mit Martin mit, unser fliegender Holländer hier. Schaut sich die Sache vor ihm an, ist aber immer noch im Geschäft mit dabei. Ja, wir verlieren so eine Scheißzeit hier, ey. Knapp ein Viertel des Rennens haben wir rum und inzwischen gibt es hier überall wilde Kämpfe. Das Rennen hat sich etwas beruhigt, es gab nur am Anfang diesen großen Crash. Josie baut ihren Vorsprung vom Rest des Feldes immer mehr aus. Dahinter tobt der Kampf um die Podiumsplätze. Und auch hier im Mittelfeld geht's rund. Kleber Botaro Mora auf 11 kann sich weiter vor Jan Stefan und Stephen Koenig behaupten. Dahinter haben wir dann Luke Rasputic, Russell Hamilton. Ich kenne den Finlay noch nicht. Ich weiß nicht, wie gut man mit dem fahren kann. Bartosz Brugalla, Don Randall Jr., Janemann Brös und Byron Long auf P19. Und auch unsere Unfallopfer Adam Platzka und Robert Simpkins sind nach Reparaturstopp wieder auf der Strecke unterwegs, versuchen das Rennen vernünftig zu beenden. Inzwischen konnte sich hier vorne Miguel Morland wieder an Pascal Steinke vorbeikämpfen, vor ihm immer noch Janne Liemann auf 2. Hinterm Pascal Finlay auf 5 und unser Tommy hat da jetzt mit Cameron de Bastos zu kämpfen. Cameron greift da an und versucht vorbeizugehen, Tommy kann aber den Angriff nochmal abwehren. Scheiße! Und da kommt von hinten auch Martin Reisman und geht wieder an Cameron vorbei. Tolle Kämpfe hier vorne im Feld. Man sieht, wie stark hier unsere Serie inzwischen geworden ist. Backhand, Kacke. Tommy hadert da ein bisschen mit sich selbst und steckt wieder im Northern Europe Racing Sandwich fest. Dafür hier ganz hier vorne Miguel Morland, der schnellste von der Gruppe hier vorne aktuell. Ich denke mal, da wird es über kurz oder lang auch einen Angriff hier auf unseren Janne geben. Janne, unser Flying Finn, wie immer, sehr, sehr schnell und solide unterwegs. Rutschi. Die Jungs und Mädels befinden sich aktuell in Runde 8 von insgesamt 22 und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall zu vermelden, während es hier hinten zur Sache geht. Und wir sehen es hier, da fehlt einer. So, oh, Jan Stefan hier. Oh no, Jan, no! Ja, Jan also curb of death. Oh dear. Jan lost his car here on the curb of death and crashed into the wall. Oh, the car looks fine, but it was broken, huh? A bad start for Code Braun. Jan ist ja ganz neu zum Team Code Braun dazugestoßen, nachdem sich sein eigenes Team BTR TV Racing letztes Jahr aufgelöst hat. Unser Luke geht jetzt mit seinem eigenen Team Jugo Betrugo an den Start. Teamkollege ist da Helmut Weber, der allerdings wie so oft hier heute im Rennen nicht dabei ist. Was ich als sehr schade empfinde, denn ihr wisst, in der Teamwertung brauchen wir immer 2 Leute, um ordentlich zu punkten. Und in der Teamwertung gibt es ja auch keine Streichergebnisse. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier schon am Anfang der Saison 11 Teams, die hier im Kampf um die Punkte an den Start gehen. Lecker. Und wir haben ja auch noch eine Gold Cup Wertung für Fahrer über 50. Schauen wir mal, wer da die Nase vorn hat. Aktuell hier der beste Ü50-Fahrer, Janne Liemann auf P2. Der zeigt den jungen Hasen hier mal, wo es lang geht. Nur Josephine ist hier absolut unerreichbar. Der Vorsprung vor der Kampfgruppe hier ist inzwischen auf über 17 Sekunden angewachsen. 270 kriege ich hin, ich denke das. Und wir sehen es hier auch, unser Jan Stefan ist nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgefahren und versucht das Rennen hier noch zu beenden. P20, da hat er kaum noch eine Chance auf Punkte.
Trotzdem finde ich das eine sehr, sehr schöne Einstellung, dass die Fahrer hier alle nochmal rausgehen und so lange fahren, bis sich dann wirklich kein Rad mehr dreht. Und abseits unserer Kameras hat es hier Cameron de Bastos geschafft, wieder an Martin Reisman vorbeizugehen. Die Jungs bekämpfen sich hier schon die ganze Zeit. Es geht um P7, allerdings ist Tommy vor denen schon ein Stück enteilt. Ein Stück hinter der Kampfgruppe Wolfram Fund auf 9 und Jaco Grobler auf 10. Dann haben wir auf 11 hier weiterhin Kleber Butaro Mora vor Steven Körnig und Luke Rasputic inzwischen auf P13 angekommen. Für 14 dahinter unser Russell Hamilton, kämpft hier mit Bartosz Brugala auf 15. P16 dann Don Rangel Jr. auf 17 Janeman Pruis und weiterhin auf 18 unser Byron Long. Byron kämpft hier mit Janeman Pruis. Seite an Seite geht es in die Kurve, aber Janeman kann sich da vorn behaupten. Und nachdem es sehr lange ruhig war, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Schalten wir auch dahin. Oh, Dominic, come on, Dominic, what is, bro? Oh, yeah. Don't look at me. Don't look at me, it's horrible. I was so determined to beat Byron. I was like, I have to beat Byron, I have to beat Byron. He killed me every other time. Gleich Halbzeit, 9 von 22 Runden. Und Pascal ist jetzt ganz dicht dran. Oh Mann, ey. Ganz schön anstrengend hier. Da wird es jetzt sicher gleich einen Angriff Richtung Janne Liemann geben. Hier, Seite an Seite geht es jetzt hier Richtung nächste Kurve. Schauen wir mal, und da ist auch Finlay Miller-Smith ganz dicht hinten dran. Oh, und da kracht's. Oh, da haben sich Janne und Pascal berührt und Janne fliegt da ab. Zum Glück, wie es aussieht, ist das Auto nicht weiter beschädigt, aber verliert einen Haufen Plätze. Oh Mann. Oh, da haben sich zwei aus dem Rennen genommen. Janne fällt dann noch hinter Wolfram Fund zurück. Das war fast ein bisschen absehbar. Und auch Pascal hier hat eine Menge Plätze verloren. That's P3 with Janne Liemann, Pascal Steinke and Finlay. And I think... Pascal was so fast in this race. Ooh, to be honest, it looks like a netcode. Yeah, just as they go past each other at the rear. I was getting a lot of stuttering. Oh dear. Und Josie, unser Leader geht jetzt hier in die 11. von insgesamt 22 Runden, also haben wir jetzt ungefähr Halbzeit erreicht. Er hat ungefähr denselben Abstand wie ich zu meinem Vordermann. Ah, jetzt wird der Abstand größer. Inzwischen ist ihr Vorsprung auf Miguel Morland, der sich aktuell auf P2 befindet, auf über 20 Sekunden angewachsen. Jetzt auf dem dritten Platz hier Finlay Miller-Smith und P4 dann Thomas Silbernagel. Nächster Zwischenfall, wir schalten hin. Oh, here is Jaco Grobler, and he lost his car on the curb of death. A little touch into the wall, but he can continue. Und auch hier im hinteren Feld gibt es wilde Kämpfe. Don Rangel Jr. kann sich da gegen Russell Hamilton und Byron Long behaupten. Vor den Jungs Bartosz Brugala, unser Neuzugang aus Polen, ist da schon ein Stück weit weg von der Gruppe. Und jetzt kann sich auch Don Rangel ein Stück absetzen von den Jungs hier, weil Byron da versucht vorbeizugehen. Direkt hinten dran Janeman Pruis lauert da auf seine Chance. Und Byron versucht da jetzt Richtung Piratella-Kurve den nächsten Angriff. Und wieder kann sich hier unser Russell da vorn behaupten. Und hier auf Rang 6 Martin Reisman muss jetzt auch nach vorne langsam abreißen lassen. Der Abstand der Gruppe hier nach vorn zu Miguel Morland beträgt schon mehr als 3 Sekunden. Auf P3 hier Finlay, auf 4 unser Tommy und auf 5 Cameron de Bastos biegt da jetzt ab. Oh, Hintermann hat sich weggedreht. Cameron Bastos ist raus. Cameron ist nicht raus, aber er verliert eine Menge Plätze, hatte dann noch Glück im Unglück. Nach so einem furiosen Einstand hier, ach schade, war auf einem absoluten Top-Platz und ist jetzt hier, wie ich sehe, bis auf P8 noch hinter Wolfram Fund zurückgerutscht. Unser Wolfram hier heute sehr unauffällig, aber absolut solide und sauber. Cameron de Bastos lost his car on the last corner. Cameron behind me. Oh, Cameron, yeah, lost the car on the last corner, yeah. Oh, I hate it when not. But und hier gibt es jetzt den nächsten Angriff. Russell gegen Byron und wieder kann sich Russell durchsetzen. Oh, und Byron verliert sein Fahrzeug und wird da auch noch von Janeman Pruis touchiert. Ach, und da geht auch der nächste fliegen hier, unser Adam. Wie viel geträumt hat die Kurve? Ach, ein wildes Durcheinander, schade. Schauen wir gleich mal.
Oh, Byron is here, right next to Russell. See, I thought Russell was a lot closer to me than he was. And it's just like, okay, I gotta go up. It's his mustache. I'm protesting his. I knew I gave you room. Got a man behind. Oh dear. Yeah. That was. Oh. Yeah, I'm gutted. Russell, I don't know how you didn't wreck it in that black curve. Yeah, here's Adam. I thought, Adam just felt. That's a kind of. Adam thinks Byron is so alone. ein Akt, der soll. Und durch die ganzen Zwischenfälle ist jetzt Steven Koenig bis auf P11 nach vorn gerutscht. Vor ihm auf P10 sein Landsmann Jaco Kobler. Janne Liemann hier auf P9 hat durch den Zwischenfall vorhin eine Menge Zeit verloren und hat jetzt schon über 7 Sekunden Rückstand auf die Kampfgruppe vor ihm. Es wird rutschig. Nächster Zwischenfall. Aber ganz schön. So, here is an... Oh, Dominic. Oh, no. It's not Dominic again. Dominic has the wrong tires, I think. Nice drift. He had rain tires on. Yeah. But no crash. Only 360s. Und hier geht es jetzt den nächsten Zweikampf. Cameron de Bastos geht da innen an Wolfram Fund vorbei. Wolfram macht da aber auch richtig viel Platz. Wolfram will ja heute zum Saisonauftakt auf Nummer sicher gehen und die Punkte auch nach Hause bringen. Wenn man ganz vorne im Kampf ums Podium nicht eingreifen kann, ist das ja auch eine sehr sinnvolle Taktik. Ridley hat auch Probleme. Und diese Punktehamsterei hat ja dem Team Kaltverformung in den letzten 2 Saisons jeweils einen Platz auf dem Podium in der Endabrechnung gebracht. Und wir haben die nächsten Zwischenfälle nachzureichen. Bartosz Mrugala lost his car here on the curb of death. A little 360 but nothing happened and he can go on. He lost many places. He thought Byron knew a shortcut, so he was going to go there. Yeah. Okay. I didn't know that the 79 had a rally. Yeah, that was huge. What? Yeah. I would say that the car was broken because it was just after the situation. Yeah. Just look at that. And skill issue. Just look at that right rear. Just look at that right side. Ja. Von den ganzen Zwischenfällen bekommt Josephine, unser aktueller Champ hier vorne und unser Leader, überhaupt nichts mit. Hat inzwischen über 25 Sekunden Vorsprung auf Miguel Morland, der sich da auf P2 befindet. Hier mal ein Blick ins hintere Mittelfeld, hier auch Dominik unterwegs. Oh, und Dominik biegt da ab in die Mauer, der nächste Zwischenfall. Au, da wird jetzt Schluss sein, schätze ich mal. Das war ein harter Einschlag. Und wir hatten auch noch mehr Zwischenfälle, die wir uns anschauen müssen. Schauen wir direkt mal hin. Russell, careful! Oh. Hoppel, hoppel. Oh, it's time Man, for... you like them black curves. I dig those curbs so much I have to hit them every chance I frickin' get. He likes a bit. He likes a bit. Russell hatte auch so seine Probleme mit der Strecke, ist aber immer noch unterwegs. Und wir schauen uns jetzt nochmal das Aus vom Dominik an. It's Dominic. I don't want it. What? I think Dominic has the wrong tire. Oh, this doesn't look like it's gonna. Yeah, this is what it is in my race. Bang. Oh, dear. Boah. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Nachdem es sehr, sehr lange sehr, sehr ruhig war, haben sich jetzt die Zwischenfälle gehäuft. Wir haben ja Don Ruggles Jr. im Bild, der hatte auch vorhin einen Zwischenfall, den wir uns nochmal anschauen müssen. Oh no, don't careful No, here. there was cars coming. I pulled over so I didn't screw anybody up. Oh, Don was a bit late on brakes. But no impact, no impact. In the right direction. Don going for the parallel pocket. Hoffen wir mal, dass sich das Feld jetzt wieder etwas beruhigt. Genug Zwischenfälle gab es ja. Tommy verfolgt hier weiterhin Finlay Mellior Smith, kann aber die Lücke nach vorne nicht schließen. Hinter ihm Martin Reisman inzwischen wieder auf 5. Ungefähr nicht ganz eine Sekunde dahinter. Dann haben wir Pascal Steinke, der inzwischen wieder auf P6 nach vorne gefahren ist, und Cameron Bastos auf 7. Es gab hier bisher so einige wilde Crashs und Unfälle. Das müssen wir alles dann mal nach dem Rennen ganz in Ruhe in Tommys Switch in der Crash-Analyse auseinandernehmen. Nichtsdestotrotz, unsere neuen Fahrer und Teams mischen hier kräftig vorne mit. Martin Reisman macht da hier die ganze Zeit mega Druck auf den Tommy, findet aber da bisher noch keinen Weg dran vorbei. Das verschafft Finlay Mellior Smith vor ihm ein bisschen Luft, um sich da frei zu fahren.
Und ich denke mal, über kurz oder lang wird dann vielleicht auch noch Pascal Steinke zu dem Duo hier mit dazu stoßen. Und Tommy kann sich da weiterhin vor Martin behaupten, der hier den Druck aufrecht erhält. Während Byron da jetzt von seinem Teamkollegen überrundet wird. Wir haben Miguel Morland hier mal im Bild, was für ein Einstand hier. Liegt aktuell auf dem zweiten Platz, nur unsere Josie ist unerreichbar. Ein absoluter Gewinn für unsere Serie. Und auch Tommy steht hier weiterhin unter Druck. Martin lässt da einfach nicht nach und Pascal robbt sich da ganz langsam wieder ran. Und Finlay, der Teamkollege von Martin Reisman, entfernt sich da immer mehr von der Kampfgruppe. Und auch für Finlay Melior Smith, Neuzugang im Northern Europe Racing Team, ein toller Einstand in die Serie, während der jetzt hier Martin Reisman weit gehen musste. Okay, was war das? Hinter mir? Das verschafft natürlich unserem Tommy erstmal ein bisschen Luft jetzt hier in der Aquaminerale. Cameron de Bastos ist da auch schon mit weitem Abstand hinter der Gruppe unterwegs. Hinter ihm unser Wolfram. Auf 9 weiterhin Janne Liemen, 10 Sekunden hinter der Gruppe, da geht nicht mehr viel. Auf 10 dann weiterhin Jakob Roblo und auf 11 Steven Körnig, P12 Kleber Botaro Mora, auf 13 aktuell unser Luke Rasputic und auf 14 Janemann Pruis, P15 aktuell Don Ruggles Jr. und auf 16 Bartosz Morgala. Unser Tommy hier kann sich einfach nicht von Martin Reisman befreien, der hält den Druck aufrecht. Die Plätze 4 und 5. Finlay vor den Jungs kann da immer mehr sich aus dem Staub machen. Sie hat jetzt schon fast 3 Sekunden Vorsprung auf die Kampfgruppe hinter ihm. Und Pascal dahinter tut sich jetzt auch ein bisschen schwer, den Abstand nach vorne wieder zuzufahren. Wir befinden uns aktuell in Runde 17, gehen gleich in Runde 18 von insgesamt 22. Also haben wir jetzt das letzte Viertel erreicht. Das Feld hat sich inzwischen stark auseinandergezogen und weitestgehend sind die Positionen geklärt. Allerdings gibt es hier und da noch ein paar kleine Kämpfe. Boah, der geht mir hinten weg, ey, aber Deluxe. Und wir haben es eben von Tommy gehört, da hat er jetzt kräftig mit seinen Reifen zu kämpfen. Hier mal ein Blick nach hinten. Janemann Pruis hier aktuell P14. Vor ihm Luke Rasputic auf 13. Luke kommt da auch nicht weiter vorwärts. Wir haben Luke hier mal im Bild. Ich schätze mal, da wird das Fahrzeug auch nach dem Unfall am Start beschädigt sein. Vor ihm auf P12 unser Freund aus Brasilien, Kleber Botaro Mora, auch ein sehr unauffälliges, aber sauberes Rennen. Dann haben wir hier Janne Liemen und Jakob Grobler, der inzwischen seinen Rückstand dazugefahren hat und jetzt da auch angreift, versucht er an Janne Liemen vorbeizugehen. Die Plätze 9 und 10. Seite an Seite geht es hier Richtung Piratella und so wie es aussieht, kann sich da Janne nochmal durchsetzen. Kann hier vor Jakob Grobler seine Position behaupten. Von hinten kommt da auch Steven Körnig auf P11 immer näher. Und auch unser Kleber ist da gar nicht so weit weg von den Jungs. Schauen wir mal, ob Jaco da noch an Janne vorbeigehen kann. Ich denke mal, Jannes Fahrzeug wird da auch nach dem Unfall mit Pascal etwas beschädigt sein. Tommy hier auf P4 kann sich weiter von Martin Reisman behaupten. Und jetzt ist Jaco hier Ausgangsschikane wieder ganz dicht dran an Janne Liemen und er wird sicher den nächsten Angriff von Hufrische Rivazza geben. Und ne, da bricht er ab. Janne kämpft da wie ein Löwe um seine Position. Während unser Leader Josie hier vorne eine schnelle Runde nach der anderen in den Asphalt brettert. Fährt hier ständig 1,32er Runden und hat so schon eine halbe Minute Vorsprung. Lässt trotzdem nicht locker. Wie gesagt, eine halbe Minute dahinter. Miguel Morland, ein absolut sensationeller Einstand in unserer Serie und ein tolles Rennen. Hat sich da direkt am Anfang nach vorn gekämpft und die Position dann nicht mehr abgegeben. Dann haben wir hier auf 3 Finlay Melior Smith. Genauso ein toller Einstand in unserer Serie. Hier sein erstes Rennen. Dahinter dann Tommy kämpft immer noch mit Martin Reisman um die Position. Und hinter den beiden mit ungefähr 1,5 Sekunden Sicherheitsabstand Pascal Steinke. Ein Blick hier ins Mittelfeld. Jakob Grobler beißt sich weiterhin die Zähne an Janne Liemen aus und Steven Körnig kann da auch nicht weiter rankommen. Genauso wie unser Kleber. Wer Martin Reisman, der will's wissen. Und unser Jan kämpft sich da aussichtslos durchs Rennen. Fährt hier sauber das Rennen zu Ende, obwohl er keine Chance mehr hat, irgendwelche Punkte einzufahren. Und unser Tommy stöhnt da schon, er kommt da einfach nicht richtig weg vom Martin Reisman. Und wie es aussieht, wird da auch jetzt unser Pascal nochmal eingreifen am Schluss im Kampf um die Punkte. Ganz vorne unser Leader Josephine hat inzwischen schon die vorletzte Runde eröffnet. Und ich denke mal, da wird auch nichts mehr anbrennen. Der einzig wirklich heiße Kampf inzwischen ist hier der Kampf um P4.
zwischen Thomas Silbernagel, Martin Reisman und jetzt auch Pascal Steingert, der da jetzt die Lücke zugefahren hat. Aber ranfahren und überholen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wir wissen ja nicht, ob Pascals Fahrzeug da beschädigt ist. Schauen wir mal, knapp 2 Runden hat Pascal da noch Zeit, an den Jungs vorne vorbeizugehen. Und wir hören es ja gerade, Luke hat ein beschädigtes Fahrzeug und kommt deswegen nicht nach vorn. Und hier ist jetzt Martin Reisman wieder ganz dicht dran. Gibt es vielleicht einen nächsten Angriff? Oh, und da liegt einer. Ich glaube, das war unser Bayern. Ach, was für ein Shit-Rennen für unseren Bayern heute hier. Zum Glück ist da alles gut gegangen und die Jungs können ihren Kampf da unbeirrt weiterführen. Schauen wir uns direkt mal schnell an, während Josephine jetzt die letzte Runde eröffnet hat. And here we have Byron again. Oh, here, Byron. Oh, that's how we do strip check. Byron is the wrong direction, but Byron would see his enemy eye to an eye. Yeah, I like to look my right. This is Go hard. That's lap 20 from, ja. Ich glaube, es geht in die letzte Runde. Und auch für die Kampfgruppe hier vorne ist jetzt die letzte Runde angebrochen. Finlay Mellier-Smith weiterhin auf P3 vor Thomas Silbernagel, der sich jetzt ein bisschen freifahren konnte von Martin Reisman, weil Martin Reisman da Besuch bekommen hat von unserem Pascal. Oh, ich denke mal, Pascal wird sich da richtig ärgern. War hier im Kampf um das Podium vorne mit dabei und hat dann diesen kleinen Fehler gemacht, ist da mit Janne Liemann aneinander geraten und für beide wahrscheinlich ein beschädigtes Fahrzeug. Während da Josephine jetzt auf den letzten paar Metern ihrer Triumphfahrt ist, wir haben sie hier mal im Bild, ist ja schon Richtung Rivazza unterwegs, die letzten paar Kurven. Was für eine Machtdemonstration. Schade. Direkt hier gleich zum Saisonauftakt. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Da hat Pascal nochmal einen kleinen Zwischenfall gehabt. Und da kommt unser Champ auch schon Richtung Ziel. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, kann man sich einfach nur noch verneigen. Toll gemacht. Was für ein Vorsprung die hatte, Wahnsinn. Knapp eine halbe Minute später kommt hier Miguel Morland um die Ecke. P2, ganz herzlichen Glückwunsch, was für ein sensationeller Auftakt. Er fährt ja auch das erste Podium für Northern Winter Racing in unserer Serie ein. Da wird sich Byron so richtig freuen. Dahinter dann hier schafft es Finlay Mellier-Smith, seinen dritten Platz gegen Tommy zu verteidigen, der dann nochmal dicht rangekommen ist. Oh, that was close. Pascal Steingert rettet Platz 6, dahinter Cameron Bastos. Hallihallo, Freunde. Ich denke mal, für beide wäre mehr drin gewesen. Wolfram Fund auf 8 und Janne Liemann rettet Platz 9 ins Ziel. P10 dann Jakob Robler und P11 Steven Körnig. P12 unser Kleber. Oh nein. Ah, schade. Ah, ich hab's gesehen. Und auf 13 haben wir Jannemann Kruis. Ein solider Auftakt für die Jungs aus Südafrika. Nice racing, guys. Don Ruggles Jr. rettet nach verkorksten Rennen 2 Punkte ins Ziel. Und den letzten Punkteplatz holt ja eigentlich Bartosz Mrugalla, der jetzt hier direkt in die Boxengasse abgebogen ist. Was für ein spektakulärer Auftakt in die neue Saison. It's time to have a drink, gents. Da werden wir uns direkt in der Pause gleich mal die Highlights anschauen. Ergebnisse haben wir oben eingeblendet. Ja. Natürlich gewonnen. Ja. Aber ich habe einen Schaden am Auto, ey. Das ist ganz schön rutschig geworden zum Schluss da. Okay. Ich muss gerade mal gucken, also Die Goldcup-Wertung hat Martin Reisman vor Wolfram Fund und Janne Liemann gewonnen. Mein Heckspoiler hat einen abgekriegt, so ja. Also ist das nicht viel, aber hat sich schon bemerkbar gemacht, tatsächlich, ja. Aber das war echt ein wildes Rennen, ey. Das war auf jeden Fall wild. Alter Verwalter, ey. Ja, das war nicht das beste Rennen von dir heute, oder? Ich bin halt das gesamte Rennen ohne Frontflügel gefahren. Oh nein. Thomas. Das ist nicht gut. Yes. Thomas, I was expecting you to catch me, man. I had a slight damage on my rear wing and it was so difficult to keep your teammate behind me. But what happened to Yarni and the other guy who were like battling with me at the front? What happened to them? Pascal had a crash together with Janne Liemann, I think.
Oh, okay, because they were like kind of, yeah, they were all over each other, which it got a little bit physical, didn't it? It was a great race though, really good fun. And right now, when Josephine crossed the finish line, my recording and the sim was gone. Oh. Josephine, I tried, once I got into clear air, I tried to do a couple of laps and Josephine put 1.2 seconds a lap on me and I thought, oh, that's it, I give up. And I think I put my tyres trying to do it anyway. So, und wir schauen uns jetzt nochmal gemeinsam die Highlights des ersten Rennens an. Okay, now we have 30 minutes left. We have enough time to drink a beer or a bourbon. Good luck, everyone. I'm getting late now. Yeah, have fun, guys. What, Thomas, what are you drinking, man? I drink Cologne beer. It's called Eisdorf Kölsch. No, it's not nice. The Düsseldorf beer is way better. Yeah. The Düsseldorf beer is called old. It's old beer. Who wants old beer? It's still more carbonated than Kölsch. Now hold on a moment, is Kirsch what goes in the Black Forest Ghetto? Kirsch. Is that what Kirsch is? Yeah. No, Kölsch is German beer. It's a one. Sorte. It's a sort of Cologne beer, and all the companies who brew this beer must be decided on for Cologne. It's just the way of the Kölsch is just the beer that is brewed around Cologne. So they got that, and I am from Düsseldorf. If you know that, maybe. Kraftwerk from Düsseldorf. Yeah. Kraftwerk. Yeah. That's why I know that. Yeah, they also have a beer, and we're pretty close neighbors. We have the Alt beer, so it's like a German word that we use around here for the beer. Brilliant. So do the Belgians and the Dutch as well. So it's all right. They can battle about second place. So the German beer, the Alt beer, is the best. If you drink it with Coca-Cola, then it tastes okay. It's called Drecksack. Shitbag. Oh, that I was. don't know about you guys, but I think there's way too much fuel going on. I came in at 10 minutes. How much did you take? 56. Oh dear. Oh no, Thomas is shooting down. I haven't really worked it out. Just looking at some incidents here. Oh dear. Oh, it's the Robinson. Yeah. Guck mal an den Start. There was definitely some very close stuff between all of us over the first. It was very intense. And the Blatzka here. Thomas, guck mal am Start. Hinten. Ja. Warte. So, hast du alle überholt oder was? Nee, eben nicht. Oder hast du da... Ja, manchmal. Ich bin das ganze Rennen mit Druck im Linksrad gefahren.
Ich hab mich schon gewundert. Was hast du gemacht? Ich musste das ganze Rennen mit vollem Lenkrad fahren. Lass einfach starten, Leute. Warte mal. Ich dachte, bleibt der lieb. Also bist du so weit. Wenn meine ganzen Bindings wieder umgestellt waren und ich erstmal alles nochmal neu einstellen musste und so. Meine Motor... Uiuiui, ach du Scheiße. Ich dachte irgendwie, ich hätte, also da können wir uns zu dritt erstmal noch Platz lassen. Ja, Junge, das war aber unnötig hier. Wer liegt denn da? Oh, der Adam. Da habe ich Adam direkt ins Verderben geschickt. Das tut mir auch leid. Aber eigentlich, also ich... So. Ich weiß nicht, wer da links von mir ist, aber ich dachte halt, okay, wenn du jetzt siehst, dass wir beide da sind, vielleicht lässt du mir ein bisschen mehr Platz. Da sitzt der Russell, ich weiß nicht, ob der da so viel... Ja, habe ich zu gutmütig gedacht. Ich dachte, er bleibt da enger, weißt du, er fährt... Ja. Ich hatte halt so einen Überschuss, wenn du guckst, ich hatte beim Starten, ich hatte da so einen Überschuss, ich dachte mir, okay, ich muss da jetzt durch. So, eigentlich sollte da genügend Platz sein, weißt du? Und dann... Ja, bitte ein bisschen vorsichtiger. Also ein bisschen Rücksicht auf die Kollegas nehmen. So. Oh, hier vorne. Auf die alten Männer. Auf die alten Männer, genau. Immer wie es hier, wer geht denn geradeaus? Ich hab gerade hochgehen zu Adam, aber der hat es leider gemutet. Jetzt. Was haben wir denn hier? Oh, der Jacko hier. Together, der haut den Byron, glaube ich, weg, wie es aussieht und so. Ja, aber vom Feinsten hier. Oh, nee, Quatsch, den Dominik. Yeah, I just narrowly avoided getting caught up in that. Hier hinter Jannemann, Lewis. Heftiger Unfall am Anfang. Fründe. Careful with each other. Da hat er auch irgendeinen erwischt da. Wer ist das, der Robert? Oh, der hat einfach blown. Aber dann hatte ich anscheinend Frontflügel gar nicht so viel Schaden. Ja, klar, kommt aber. Nee, ich habe Take von Rafa. Ja, das nur Aufhängen. Tatsächlich. Ach, der Skeletor, der Don Runkle fährt auch mit. Schön. Nice Racing Guy. Aber, ja, okay. Thanks for fun. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass der... Now it's time for round 2. Ja, der Bartosch, ey, der muss ein bisschen aufpassen hier auf die alten Herren. Time to have a drink, friend. Ja gut, du musst da damit rechnen, dass der schneller als Robert rauskommt, ne? Der Robert war ja so von innen angefahren da. Der Robert, der haut's jetzt hier weg. Wegen kaputtem. Ja, er kommt nicht mehr weg da. Ja. Adam ist, glaube ich, aus der Box oder was? Oder ist er weitergefahren? Er musste reparieren, glaube ich. Aber ich dachte, achso, der war vielleicht schon zurück irgendwie eine Runde oder so, ne? Dominik ja. Normal. Ach ja, hab ich Schaden gekriegt hier. Ja, ich bin nochmal irgendwo hoch. Ach, da hat mir eine fährte mir hinten rein, da, der Südafrikaner hier. Hier der Martha Reisman, der ist mal auf den Keks gegangen hier. Ganz schön Druck gemacht von hinten, ja. Ja. Aber die haben irgendwie rote Spiegel, wenn man die... Och, der Jan, oh nein! Ouch. Das war so ärgerlich. Ja gut, ich hatte wirklich Schaden.
Knapp 3 Minuten Warm-up haben wir jetzt hier noch. Dann startet das zweite Rennen der Saison. Ich dachte, alle anderen knallen da rein und fahren weiter. Habe ich jetzt irgendwann, aber ich sehe, wie schief das Rad ist. Alle anderen sind weitergefahren, ne? Oh, hier, Janne Liemann hier. Oh, das war ein heftiger Unfall. Ja. Oh. Das... Und Tommy analysiert ja jetzt schon mal die Unfälle hier in seinem Twitch. Wer ist das denn dahinter? Pascal Steinke. Der Pascal, der haut den Janne weg. War sicherlich mit Absicht. Für beide wäre da ein ganzes Stück mehr drin gewesen. Wird sich Pascal sehr ärgern und auch Janne, denke ich mal. Junge. Das war ganz schön heftig hier. Oh, Bartosch, Vorsicht. Ich habe gar nicht in die Ergebnisse reingeschaut. Und ich gucke jetzt nochmal schnell in die Ergebnisse. Das Warm-up ist gleich zu Ende. 50 Sekunden haben wir noch. Guck mal gerade in die Ergebnisse rein. Hier, Heat 1. Josephine hat gewonnen. Boah, was für krasse Zeiten, Alter. Miguel Morland, Finlay. Pascal Steinke. Das ist tatsächlich noch auf 6 gelandet. Wolfram, schön. Janne Liemann. 20 Sekunden, beeil dich, Junge. Okay. Mach doch schnell Sit-Ups. Ich habe noch was zu trinken geholt und Liegestützen noch hier. Ins Rig steigen. Das steht bei mir hier ganz an der Wand. Deswegen bin ich hier immer ein bisschen Michael Traxler ist ja auch eingewählt, wie es hier aussieht. Ja, der guckt zu anscheinend, ja. Liebe Grüße. No, time is over. Und da ist die Uhr jetzt auch abgelaufen. Time is over, it's over again. Nur eine Minute, beeilt euch, Jungs. Ja. Das Kriting zum zweiten Rennen der Saison hat begonnen und die Jungs und Mädels haben jetzt hier knapp 2 Minuten Zeit, um sich da aufzustellen. So guys, good luck for the next race. Have a good one and let's see us at the finish. Oh, ich gar nicht gemutet. Ihr wisst, das Ergebnis von Rennen 1 ist zugleich auch die Startaufstellung für das zweite Rennen. Haben wir also Josephine auf Pole Position vor Miguel Morland und Finlay Melior-Smith. Okidoki, Jungs, ich wünsche euch alles Gute, habt Spaß. Ich sehe Totoro Racing. Auf 4 dann unser Tommy, vor Morten Reisman und Pascal Steinke. Eine Minute noch in der Startaufstellung. Noch ein paar Augenblicke und dann haben wir das zweite Rennen der Saison eröffnet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd ist erneut eröffnet und so wie es aussieht, kommen hier alle gut aus den Startlöchern weg. Josephine vorne weg, dahinter Miguel Morland, hier ist ein Stück besser aus den Startlöchern gekommen, versucht er schon einen Angriff, außenrum geht das aber wahrscheinlich nicht. Da muss er ein kleines bisschen weit gehen und schon ist Josephine ein paar Meter enteilt. Auf 3 weiterhin Finlay Melior-Smith, auf 4 unser Tommy und auf 5 Pascal Steinke, dahinter auf 6 Cameron de Bastos. Konnte Martin Reisman schon überholen am Start, auf 8 haben wir dann unseren Wolfram, auf 9 Janne Liemann, P10 Jakob Grobler und auf 11 Clever Kotaro Mora, direkt hinter ihm Don Runkle Jr. Und so wie es aussieht, sind alle super aus den Startlöchern gekommen. Es gab keinerlei Un- oder Zwischenfälle bisher. Unser Luke konnte hinten da schon 2 Positionen gut machen, während Josephine mal wieder die Beine in die Hand nimmt und sich auf und davon macht. Sie hat ja jetzt schon in der ersten Runde 1,3 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Wow. Miguel Morland kann ja weiter P2 verteidigen, gefolgt von Finlay Melior-Smith und Thomas Silbernagel. P5 weiterhin Pascal Steinke. Martin Reisman hat da direkt am Start eine Position verloren, ist aber an der Gruppe hinten dran und kann schon eine kleine Lücke zu Wolfram Pfund aufbauen. Clever hier auch solide ins Rennen gestartet, liegt aktuell auf dem letzten Top-10-Platz. Oh, und da geht der erste fliegen. Don Runkle Jr., so wie es aussah, hat sich da der Kollege vor ihm ein bisschen verbremst und auch Luke liegt da. Da müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Zum Glück sind beide ohne größere Schäden davon gekommen und können weiterfahren. Alleine 2,7 Sekunden weg da, die Josephine. Wahnsinn. Oh, Luke. Oh, what happened here?
It's Don Runkle. Yeah, Don. Don. The guy in front. Jakob Robler in front of Don. Was braking very early. Yeah. So I even collide. Look where I'm braking, and I can take, but yeah, no, then I'm braking. It was. Okay. Okay. You smashed the brakes and then Das hat jetzt natürlich hier hinten das Klassement ein wenig durcheinandergewirbelt. Wir haben jetzt auf 11 Jan-Eman Pruis, P12 Byron Long, aktuell auf 13 Jakob Robler, P14 Steven Körnig und auf 15 Bartosz Brugalla. Und hier vorne Josie, unser Champion, lässt da gar keine Diskussion aufkommen. Wir haben es gerade vom Tommy gehört. Fast 3 Sekunden Vorsprung inzwischen schon auf den Rest des Feldes. Miguel Morland kann sich da weiter auf P2 behaupten. Was für ein Start in die Saison, aber auch Finlay Mellier-Smith, Neuzugang fürs Northern Europe Racing Team hier mit einer absolut Sahne-Performance. Tommy ist da dicht dran, dahinter schon eine kleine Lücke jetzt zum Pascal, der sich das erstmal in Ruhe anguckt. Wir befinden uns aktuell in Runde 2, gehen gleich in Runde 3 von insgesamt 22. Oh, und da hatte Martin Reisman einen kleinen Rutscher. Kann das Fahrzeug zwar abfangen, aber 2 Konkurrenten gehen vorbei, sowohl Wolfram als auch Janne Liemann sind an ihm vorbeigegangen und er fällt bis auf Platz 9 zurück. Janne hatte ja im ersten Rennen ein bisschen Pech und hat jetzt auch schon wieder fast eine Sekunde Rückstand auf unseren Wolfram. Wolle hier top ins Rennen gestartet. Sehr, sehr solide das erste Rennen. Die Punkte, die er konnte, mitgenommen, ohne irgendwelche Fehler zu machen. Und auch jetzt wieder auf Kurs. Allerdings nach vorne die Lücke schon ziemlich groß, habt ihr gerade gesehen, sind über 2 Sekunden. Und auch Pascal heute mit einer sensationellen Pace hat im ersten Rennen schon um die Podiumsplätze gekämpft. Und dann leider diese Kollision mit Janne Liemann gehabt, aber jetzt auch im zweiten Rennen wieder absolut auf Augenhöhe mit den Jungs davon. Ah, Kacke. Sorry. Hört sich gut an. Ja. Oh nein, da liegt unser Jan schon wieder in der Gegend. Und da hat es noch mehr Unfälle gegeben. Ach, schade. Auch Don Rankel hat es da erwischt. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Oh, Dons Auto völlig zerstört. Der muss an die Box Reparaturstopp. Okay, Steven here. Oh, The mating ritual. Eat the sausage, eat the sausage. Yeah. Taking the Russian line. Oh, und dann bam, bam, bam. Okay. Hi, Lewicka. Bartosz hit you and yeah, Bartosz had no chance to evade on this one. Oh God, drive every spoiler. Oh dear, oh dear, oh dear. He had no chance to avoid it. Dominic was lucky. Ja. Und wir haben es gerade oben noch im Augenwinkel gesehen, da lag gerade Byron in der Schikane. Ach schade, hier geht's Schlag auf Schlag. Schauen wir gleich mal uns den Unfall nochmal vom Jan an. Okay, Don Runkle. And Jan Stefan. Oh, and Jan Stefan hit the curb. Oh, watch out, watch out. And our Skeletor Don has no chance to prevail a crash. Smashed into another car. Oh dear. Oh dear. Oh no, what a fuck. Ja. Da gab es jetzt natürlich hier hinten wieder Verschiebungen. Während sich hier vorne das alles ein bisschen zusammengeschoben hat. Janne Liemann konnte jetzt an Wolfram von vorbeigehen und auch Martin Reisman ist da ganz dicht hinten dran. Allerdings hat die Gruppe hier schon einen Rückstand von fast 5 Sekunden auf die Spitze nach vorn. Und wir haben den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten, während es jetzt hier einen Angriff gibt. Martin Reisman gegen Wolfram von, Wolfram außen, Martin innen und da kann Martin auch vorbeigehen. Tolles Überholmanöver hier in der Aqua Minerale. Oh, Russell Hamilton. Oh. Ja. Oh, that's also. Take a look on my end. It's also. Nicht gut. But even it wasn't, it still would have been a wreck. Yeah. But it's no biggie. It is what it is. I'm so sorry, mate. No worries. I tried No slowing worries, that car I'm going down to and protest. he didn't want to go. I never protest anyone. It's racing. Und wir haben es vielleicht gerade noch im Augenwinkel gesehen, da gab es den nächsten Rutscher, Cameron de Bastos. Konnte zwar das Auto abfangen, hat aber den Anschluss nach vorne verloren und Janne Liemann ist vorbeigegangen. Okay, next incident. Cameron de Bastos lost his car on the curb here in the chicane. He lost a few places, but he can go on. Ja.
Hier vorne in der Spitzengruppe alles beim Alten. Josephine führt mit einem ziemlich großen Vorsprung. Wir haben sie hier mal fast 5 Sekunden, sind jetzt schon auf Miguel Morland, der sich weiterhin auf P2 befindet. Dann P3 Finlay Melior Smith und auf 4 weiterhin unser Tommy, der verfolgt wird von Pascal Steinke. Wir befinden uns aktuell in Runde 5 von insgesamt 22. Und während es hier am Anfang des Rennens im hinteren Feld schon heftig zur Sache ging, ist vorne alles ziemlich sauber. Josephine narret hier mal wieder eine schnelle Runde nach der anderen hin. Und jetzt gab es hier einen Fahrfehler von Miguel Morland und sofort sind die Jungs zur Stelle und gehen durch. Miguel fällt ja bis auf Platz 4 zurück. Kleiner Fahrfehler, Ausgang Aquaminerale. Die Plätze 2 bis 5 hier ganz eng beisammen und dann schon eine Lücke von fast 5 Sekunden nach hinten. Okay, Miguel Morland hat einen Fehler gemacht. Ist jetzt auf 4 zurückgefallen. Hier mal ein Blick in die Verfolgergruppe. Janne Lehmann weiterhin auf 6, gefolgt von Cameron de Bastos auf 7. Und durch die Kämpfe hier im Spitzenfeld konnte Josephine ihren Vorsprung weiter ausbauen. Der ist jetzt schon auf fast 7 Sekunden angewachsen. Ich glaube, wir sollten so langsam mal drüber nachdenken, eine Pro-Wertung hier einzuführen. Josephine fährt hier mal wieder alles in Grund und Boden. Aber auch die Kampfgruppe hier vorne kann den Vorsprung immer mehr ausbauen auf die Jungs dahinter. Josephine muss da irgendwo einen kleinen Fahrfehler gemacht haben, denn ihr Vorsprung ist schlagartig um 2 Sekunden geschrumpft. Wir haben da noch die Spuren im Kies gesehen und auch Don Rangel Jr. ist wieder unterwegs nach Reparaturstopp. Was ja auch Sinn macht, denn Don Rangel Jr. kämpft hier nicht nur in der Hauptwertung um Punkte, sondern da geht es auch im Gold Cup um ein paar Punkte. Da zählt jedes Ergebnis und jede Position. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir haben diese Saison eine extra Wertung für Fahrer über 50 Jahre eingeführt, unsere Gold Cup Wertung. Die hat im ersten Rennen Martin Reisman für sich entschieden und aktuell liegt da Janne Lehmann vor Martin und Wolfram. Und hier im Kampf um die Podiumsplätze muss Miguel jetzt langsam abreißen lassen. Von hinten drückt Pascal. Und hier haben wir einen Leader im Gold Cup Ranking mal im Bild. Janne Lehmann vor Cameron de Bastos und Martin Reisman. Ich glaube, Cameron hat da auch eine bisschen leicht höhere Pace als Martin und versucht da wieder Plätze gut zu machen, nachdem er am Anfang diesen kleinen Wackler hatte. Wolfram muss da jetzt leicht ein bisschen abreißen lassen. Und hinter ihm Kleber Botaro Mora ist er auch nicht so weit weg. Das sind nur 2 Sekunden Abstand. Für beide das erste Rennen sehr, sehr solide. Kleber wird da verfolgt von Janemann Bruis und unser Luke. Luke Rasputic hat es schon bis auf P12 nach vorn geschafft, nachdem er am Anfang da bis in das Turbo mit verwickelt war. Ach, schade, dass Luke da so weit hinten starten musste. Ich glaube, er ist der Einzige, der die Pace von der Josie halbwegs mitgehen kann, wenn er in Form ist. Robert Simpkins hier auf P15 und vor ihm Dominic Ojojusu P14. Ein weitaus besserer Start in das zweite Rennen wie in das erste. Während Josephine jetzt hier immer mehr an Vorsprung verliert. Ich glaube, die hat ein paar Probleme mit ihrem Setup, habe ich so mitbekommen. Sie ist letzte Runde 3 Sekunden langsamer gewesen wie ihre eigentliche Pace. Man sieht es auch hier, sie hat ganz schön zu kämpfen mit ihrem Fahrzeug. Das ist vielleicht die Chance für die Jungs hier im zweiten Rennen mal anzugreifen. Wir sehen es da auch optisch, der Vorsprung spülzt immer mehr. Und auch dahinter Miguel Morland und Pascal Steinke sind da noch gar nicht so weit weg. Miguel nur knapp eine Sekunde hinterm Tommy. Und auch Pascal ist da noch dicht dran. Und wenn Josephine so weiterfährt, dann sind die Jungs hier in den nächsten 2 Runden wieder dran. Und dann gibt es hier wahrscheinlich einen heißen Tanz um die Führung. Ich glaube, Josephine hat in der Pause ein bisschen an ihrem Setup rumgeschraubt und hat sich da wahrscheinlich etwas vertan. Sie ist aktuell knapp 2 Sekunden langsamer wie die Jungs dahinter. Hinter Pascal dann eine Lücke von ein bisschen mehr als 5 Sekunden zu Cameron de Bastos. Und da fehlt mir schon wieder Janne Lehmann, der ist da auf P9 noch hinter Wolfram zurückgerutscht. Schauen wir uns doch mal an, was da los war. Janne hits the Sausage Curb hier. He lost his car, a trip to the gravel, but nothing happened and he can go on. But he loses a lot of places. Cameron, Martin and Wolfram can go by. Für unseren Luke Rasputic läuft hier im zweiten Rennen deutlich besser wie im ersten. Ist auf dem Weg nach vorn, befindet sich jetzt schon auf P11, von ganz hinten gestartet. Konnte Janemann Bruis überholen und hat Kleber Botaro Mora vor sich. Ich schätze mal, das ist nur eine Frage der Zeit. Hat hier im zweiten Rennen eine viel höhere Pace als die anderen. Allerdings sind die Abstände nach vorne schon ziemlich groß. Knapp ein Drittel des Rennens haben wir bisher geschafft. Und Tommy geht jetzt hier an Finlay Melior Smith vorbei auf P2. Da kann Finlay die Pace vom ersten Rennen nicht ganz gehen. Allerdings seht ihr, der Vorsprung von Josephine schmilzt da immer mehr. Und hier sehen wir nochmal, warum Finlay da seinen Platz verloren hat. Ähnlich wie Janne Lehmann
nimmt er da den Wurstkorb mit und Tommy kann vorbeigehen, kann aber sein Fahrzeug auf der Strecke halten und verliert nur einen Platz. Und weiter hinten im Feld hat man den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Checo Grobler also lost his car here in this chicane. The curb of death. Eieiei. Could be lucky. Dominic behind him can prevail a crash and so he can go on. Während hier vorne die ersten 5 immer mehr zusammenrücken, Josephine verliert da Runde für Runde eine Menge Zeit. Und wenn sich das Rennen hier so weiterentwickelt, haben wir gleich einen 5-Kampf um den Sieg. Denn ihr seht hier, Pascal hat zwar immer noch einen kleinen Sicherheitsabstand, aber er ist dran. Inzwischen ist der Vorsprung von unserem Leader auf unter 2,5 Sekunden geschmolzen. Müssen die Josephine noch 2 Sekunden weg? Was macht die? Und wir sehen es da gerade, Josephine kämpft mit ihrem Fahrzeug und dem Setup und verliert immer mehr an Zeit. Die Jungs kommen immer näher hinten ran. Und auch Miguel hat ein paar Plätze verloren. Wir sehen es hier. Josie hat den Slowdown. Oh, und Miguel Moland has a crash. Miguel Moland lost his car. Dem Dreher von Miguel ist ein Wackler vorangegangen. Den schauen wir uns jetzt auch direkt mal an. Oh, Miguel. Eieiei. Ui, oh, that was close. That was close, was it? It's Pascal, yeah. Pascal was behind him. Oh. Those goddamn pink cars, they're everywhere. Und Miguel ist durch den Zwischenfall bis auf Platz 7 nach hinten zurückgereicht worden. Während da Luke seinen Weg nach vorn fortsetzt, konnte an Kleber Botaro Mora vorbeigehen. Und auch Janemann Pruis hat es geschafft, an Kleber vorbeizugehen. Hinterm Kleber eine Lücke von ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden zu Dominic Ochochuso, der sich da auf P13 befindet. Hinter ihm Robert Simpkins P14 und Bartosz Mugala P15. Robert und Dominic wesentlich besser unterwegs als im ersten Rennen. Ist Josie ein kaputtes Auto? Josephine hat in der Schikane abgekürzt und hat einen Aber ist das Auto kaputt? Nein, es sieht nicht so aus. Ich glaube Oder nicht. Unterboden? Wie ich euch vorhin gerade schon gesagt habe, Josephine hat sich da ein bisschen mit dem Setup vertan und kämpft jetzt hier. Man sieht hier auch, Tom ist da ganz dicht dran und auch Finley Amelia Smith folgt ihm da auf dem Fuße. Jetzt gibt es hier einen richtig heißen Tanz, denke ich mal. Der Unterboden da auch kaputt gemacht. Der ist auch eine Runde vorher abgekürzt, genau hier an der Stelle. Wir haben noch nicht mal Halbzeit erreicht und jetzt geht es hier richtig zur Sache. Oh. Aber ranfahren und vorbeikommen, das sind 2 Paar Schuhe. Ihr wisst, Josephine ist ein Meister der Defensive. Und ich denke mal, sie wird jetzt ihr Auto breiter machen wie ein LKW. Das hätte ich so am Anfang des Rennens nicht gedacht. Nachdem Josephine jetzt gleich einen riesen Vorsprung rausgefahren hat. Jetzt hat sie wieder hier zu kämpfen und Tommy ist ganz dicht dran. Aber wie gesagt, einen Weg vorbeizufinden wird sehr, sehr schwer werden. Pascal auf Platz 4 musste ein bisschen abreißen lassen. Der ist knapp 3 Sekunden weg von dem Trio hier vorne. Nächster Zwischenfall, schalten wir direkt mal hin. Okay, next one. Oh. Byron lost his car here in the chicane again. Oh no. But no crash and Byron can go on. Ein Saisonauftakt zum Vergessen für unseren Byron, während hier der Kampf weiterhin tobt. Jetzt hat sich das ganz eng beisammengeschoben. Josephine kann da immer noch ihre Führungsposition verteidigen, aber Tommy macht da richtig Druck und Finlay lauert da nur auf seine Chance. Der schaut sich das mit einem kleinen Sicherheitsabstand an. Man sieht, wie Josephine da zu kämpfen hat, trotzdem kann sie ihre Führungsposition weiterhin behaupten. Schauen wir mal, vielleicht kann der Tommy jetzt Richtung Tamborello einen Angriff aus dem Windschatten raus starten. Ist ja ganz dicht dran. Junge! Und ihr seht hier, Josie macht da gekonnt alle Wege dicht, geht nach innen. Seite an Seite versuchen sie jetzt in die Kurve reinzugehen. Und da mischt jetzt auch Finlay Amelia Smith mit. Und kann hier das Momentum ausnutzen, geht am Tommy vorbei. Das war ein ganz starkes Überholmanöver hier, ganz eng die Jungs und Mädels hier. Und das verschafft natürlich Pascal die Möglichkeit, wieder ein Stück näher zu kommen. Nächster Zwischenfall, schalten wir direkt hin. Oh, what happened here? Oh, Don has a terrible second race. Oh, I see it, yeah. I think Don here, his car is broken and he lost it again. Auch für unseren Skeletor heute ein mehr als durchwachsener Saisonauftakt. Sein Teamkollege Bill ist noch im Weihnachtsurlaub und wird erst beim nächsten Rennen dazustoßen. Oh, bremst doch noch früher hier. Oh. Tommy kämpft da mit Finlay. Das gibt natürlich Josephine jetzt wieder die Möglichkeit, ein kleines bisschen ihren Vorsprung wieder auszubauen.
konnte sich etwas stabilisieren, allerdings sind die Rundenzeiten immer noch nicht da, wo sie sein sollten. Und auch hier findet Emilio Smith was für ein Slide. Ist da auf der letzten Rille unterwegs, jetzt geht es hier Seite an Seite Richtung Rivazza. Und da kann sich Tommy auch wieder durchsetzen. Heckflügel kaputt, Und auch Tommy gerät jetzt hier ins Rutschen. Ach, da haben die Jungs schon mal die Möglichkeit nach vorne anzugreifen und dann schlachten sich Josies Gegner hier gegenseitig. Jetzt greift auch Pascal Steingem mit ins Geschehen ein. Josephine konnte ihren Vorsprung wieder leicht ausbauen. Und so wie es aussieht, ist bei der Aktion auch Tommys Fahrzeug beschädigt worden. Er hat einen leichten Knick hinten im Heckflügel. Und da hinten sehen wir auch Cameron de Bastos schon näher kommen. Der Abstand ist auf unter 6 Sekunden geschmolzen. Und jetzt hat auch hier Findlay Emilio Smith einen kleinen Fahrfehler gemacht und Pascal ist da an ihm vorbeigegangen. Wir haben Halbzeit überschritten und das Feld schiebt sich jetzt hier wieder dichter beisammen. Hier haben wir Cameron de Bastos mal im Bild. 1,6 Sekunden Vorsprung auf Martin Reisman. Auf 7 haben wir dann Miguel Morland, der sich nach seinem Dreher da wieder gefangen hat. Und knapp 3 Sekunden dahinter dann Janne Liemann, den wir hier im Bild haben. Wird verfolgt von Luke Rasputic, der inzwischen auf P9 nach vorn gefahren ist. Luke ist aktuell der schnellste hier im Feld. Die Jungs konnten schon fast 3 Sekunden Vorsprung auf Wolfram Fund rausfahren, der sich aktuell auf dem letzten Top-10-Platz befindet. Und Tommy gibt hier alles und versucht wieder an Josephine ranzufahren. Der Abstand wird wieder kleiner, 0,4 Sekunden sind es noch. Und ein bisschen mehr als 1 Sekunde dahinter Pascal. Muss ich sagen, einer der stärksten Grand Prix, die ich bisher von Pascal gesehen habe. Da hat er sich in der Winterpause aber richtig gut vorbereitet. Und die Jungs und Mädels gehen jetzt in die 13. von insgesamt 22 Runden. Hier vorne tobt der Kampf und auch dahinter ist es spannend. Cameron de Bastos weiterhin auf P5, auf P6 Martin Reisman, P7 Miguel Morland, P8 Janne Liemann, auf 9 Luke Rasputic und P10 unser Wolfram. P11 dann Janeman Pruis, auf 12 Kleber Botaro Mora, auf 13 haben wir Robert Simpkins und auf 14 Dominik Ochochuso. P15 der letzte Punkteplatz Bartosz Brugala und auf 16 Jakob Grobler, gefolgt von seinem Landsmann Steven Körnig. Auf 18 haben wir dann Byron, auf 19 Jan Stefan, auf 20 haben wir dann Russell Hamilton und der letzte, der hier noch unterwegs ist, auf 21 ist Don Runkle Jr. Schön, dass die Jungs trotz Ausschuss trotzdem nochmal rausfahren und hier kämpfen. Es geht ja für Don Runkle Jr. auch ein paar Punkte in der Gold Cup Wertung. Da hat aktuell wieder Martin Reisman hier im Rennen die Nase vorn. Martin kann zwar die Pace der Spitze hier vorne nicht ganz mitgehen, liegt aber aktuell auf einem soliden 6. Platz. Keine Zeit für Chat, sorry. Hi Martin. Tommy befindet sich aktuell hier mitten in einem Vierkampf um den Sieg. Da bleibt wenig Zeit, um sich mit seinen Followern zu unterhalten. Jetzt hat sich das hier wieder ganz dicht zusammengeschoben und auch Cameron kommt da immer näher. Ich hab die Frau Becker vor mir mit einem vermutlich kaputten Auto. Ein Wiss ist das Fahrzeug zwar nicht beschädigt, aber Josephine kämpft da mit ihrem Setup. Und Tommy ist da wieder ganz dicht dran und auch die 2 Jungs dahinter machen richtig viel Druck. Das Feld geht jetzt in die 14. von insgesamt 22 Runden. Oh, meinst ich habe auch einen leichten Flügelschaden hinten. Aber trotz des Schadens an Tommys Fahrzeug fährt er hier immer noch sehr, sehr kompetitive Rundenzeiten. Und das jetzt hier ist jetzt wieder dicht dran und versucht den nächsten Angriff, aber ihr wisst, da funktioniert es nicht. Und Josie knallt da wieder auf den Sausage-Knopf drauf, kann sich aber vor Tommy behaupten. Pascal muss hier von der Bremse runtergehen und Findlay versucht einen Angriff und da kracht, oh nein. Und Findlay rollt hier zurück auf die Strecke. Oh nein, da hat's gekracht. Cameron de Bastos konnte da nicht mehr ausweichen und kracht Findlay da rein. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Und wie ihr vielleicht gerade im Chat gehört habt, da hat es noch mehr Zwischenfälle gegeben. Oha. Oh, ich weiß nicht, wer da hinten gerade abgeflogen ist, aber... Findlay Emilio Smith hatte da einen schweren Unfall. Ich komme nicht vorbei an der Josie, ey. Alter Vater, ey, macht die sich breit. Wie das halbe Persönchen da. So, let's take a look. Here's the situation between Pascal and Findlay. Oh. Pascal hits the curb a little bit, and then Findlay tried to overtake. Findlay's car is sliding back to the road. Oh, watch out. And Cameron de Bastos came around the corner and can't prevail crash. Oh no. Oh, that hurts. Ich komme ran, aber ich komme nicht an der vorbei, ne? Okay. I had understeer there. What the hell are you doing there? I had understeer there the entire race, and then that time I had oversteer, just snapped loose on me. Russell Hamilton ist raus. Yeah, and then Dominic hits your real wing.
and then fell off and flopped again. Flopped. No. Well, he had nowhere to go. Ihr habt gerade gehört, Russell Hamilton ist raus und Robert hatte da noch einen Zwischenfall. Gucken wir uns auch nochmal schnell an. Robert finally finished here. So these STP cars, they're just like advertising the whole time. You know, put it Faster that way. Yeah, that's pretty much. Okay. And then you went to a Lotus 49. Yeah, we just intentionally screw up so we can be on the camera. Yeah, the sponsors want TV time. Okay. Und während jetzt hier vorne ein Dreikampf um den Sieg entbrannt ist, Josephine hier kann sich immer noch vorn behaupten. Allerdings ist Tommy da ganz dicht dran und auch Pascal macht da Druck. Hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Jetzt geht's hier aber richtig rund. Okay, next incident. Byron Long. It's Byron again. Little bit too fast into the corner and he loses the car. Still driving? Und auch für Byron, wie schon im ersten Rennen, ein absolutes Rennen zum Vergessen. Das gibt keinerlei Punkte. Sehr schade. Oh, Tommy, jetzt kommt er hier ins Straucheln. Ein wilder Slide hier aus der Schikane raus. Und so kann Josephine ihren Vorsprung wieder ein kleines bisschen ausbauen. Der ist schon wieder fast bei einer Sekunde. Ein ganz heißer Tanz hier um den Sieg heute im zweiten Rennen. Wahnsinn. Was Besseres können wir uns als Zuschauer doch nicht wünschen. Ein absolut sensationeller Auftakt in die neue Saison. Nächster Zwischenfall. Jetzt reißen die Ereignisse ja gar nicht ab. Junge. Schalten wir auch da mal schnell hin. How is done? Oh, that was... Oh dear. Don loses his car again here. It's not his race today. But he can go on. So, Mr. Skeletor. Hier auf Platz 4 und 5 kämpfen Cameron de Bastos und Martin Reisman um die Position. Miguel Morland ist da auf P6 auch noch dicht dran. Und Luke Rasputin hat es geschafft und ist inzwischen bis auf P7 nach vorn gefahren. Wow, ein absolutes Hammer zweites Rennen hier. Mal schauen, wo das noch endet. Wir befinden uns aktuell in Runde 16 von insgesamt 22 und wir sehen es hier. Luke hat hier eine richtig hohe Pace. Er wird jetzt hier Miguel richtig unter Druck setzen und ich denke mal über kurz oder lang auch vorbeigehen. Und ich denke mal auch Martin Reisman ist da noch in Reichweite. Das zweite Rennen entwickelt sich hier völlig anders, wie wir uns das eigentlich vorher gedacht haben. Aber umso spannender. Bis mehr als 3 Sekunden hinterm Luke haben wir hier Janne Lehmann liegen auf P8. P9 dann hier Jannemann Pruis. Auf 10 haben wir Wolfram Fund. P11 Kleber Botaro Mora weiterhin. Und während hier vorne weiterhin um den Sieg gekämpft wird, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. Next one, Dominic. Oh. Ay. Hoppel. So many driving errors. Dominic loses his car again here in the chicane, but nothing happened. A nice 360 and he can go on. Während das Feld jetzt hier in die 17. Runde einbiegt, Pascal ganz dicht dran am Tommy, da wird es über kurz oder lang auch ein Angriff geben, schätze ich mal. Wie gesagt, das Führungstrio hier hat 3 Sekunden Luft nach hinten. Hier zu Cameron de Bastos, der sich immer noch vor Martin Reisman halten kann. Die Positionen 4 und 5. Ein absoluter Top-Einstand hier für Cameron de Bastos in unserer Serie. Aber natürlich auch für Martin Reisman und das Northern Europe Racing Team. Da hinten kommt auch schon Luke Rasputin angezischt. Hat es schon geschafft und ist an Miguel Morland vorbeigegangen. Luke mit der höchsten Pace aktuell im Feld. Luke hat auch die bisher schnellste Rennrunde gefahren. Eine 1:32,491. Das ist gar nicht so weit weg von Josephines Top-Zeiten. Ach, sehr, sehr schade. Oh, und da liegt der nächste. Oh, da hat es einen Zwischenfall gegeben. Martin Reisman. Oha. Martin verliert dann eine Menge Plätze. Hat eben noch da um P5 gekämpft. Da müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Oh, Martin Reisman here. Oh no. Oh, that hurts. Ay. Yes. That hurts. That corner is difficult. Especially at the... From that moment the car was a little bit destroyed. Oh, that's a heavy impact on this one, yeah. Thank you, man! Greetings! Und Martin ist da bis auf Platz 7 noch hinter Miguel Morland zurückgefallen, während da Robert Simpkins jetzt nächstes Mal die Box ansteuert. Inzwischen konnte Josephine ihren Vorsprung wieder leicht ausbauen, hat sich stabilisiert. Ist jetzt schon mehr als 2,5 Sekunden vor dem Duo hier. Tommy und Pascal kämpfen da immer noch um P2. Wir befinden uns jetzt in Runde 18 von insgesamt 22. Aha. Und da konnte sich Josie jetzt auch die schnellste Runde zurückholen. Das hat sie, glaube ich, nicht auf sich sitzen lassen, dass der Luke in dem Ranking vorne liegt. Eine 1:32,049. Noch einmal 4 Zehntel die Rundenzeit nach unten gedrückt.
Und wir hatten nochmal einen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. And here we have Dominic again. You know, you were talking about STP cars getting airtime, but this goddamn tank car is getting a shit ton of airtime. I was trying to think you got some challenge there. Okay. Und Cameron de Bastos hier auf Platz 4 liegt er nur noch eine Sekunde weg von Pascal Steinke. Und auch Luke holt damit 7 Meilenstiefeln auf. 2,5 Sekunden knapp hat er noch nach vorn. Miguel Morland musste abreißen lassen und liegt da schon 3 Sekunden zurück. Dann haben wir auf 7 Janne Lehmann und auf 8 seinen Teamkollegen Martin Reisman. Van Rankel ist raus. Oh nein. Nach hinten dann eine Lücke von über 5 Sekunden zu Jannemann Preuß auf 9 und Wolfram Fund auf 10. Wir befinden uns jetzt aktuell in Runde 18 von 22 und überall brennt hier noch die Luft. Was für ein toller Auftakt in die neue Saison hier. Und ich denke mal, auch Martin will da noch den einen oder anderen Platz gut machen nach seinem kleinen Zwischenfall. Sein Teamkollege Janne ist ja noch in Reichweite vor ihm. Josephine öffnet jetzt die 19. Runde. Sie hat sich inzwischen etwas stabilisiert. Ich merke wieder meinen kaputten Heckflügel, ey. Ah. Knapp 1,5 Sekunden Rückstand hat Tommy auf Josephine und hinten ist ja auch noch Pascal in Reichweite. 0,7 Sekunden ist er nur weg. Und dann nochmal knapp eine Sekunde dahinter Cameron Bastos, der da sicher auch noch vorne im Kampf mit eingreifen will. Cameron fährt aktuell schnellere Rundenzeiten als die Jungs vor ihm, aber noch schneller ist hier Luke Rasputic unterwegs. Luke hat da noch lange nicht aufgesteckt, was für ein Kämpferherz. Ein bisschen mehr als 2,5 Runden hat Luke da noch Zeit, ein paar Positionen gut zu machen. Schauen wir mal. Oh, der Pascal, der gibt Stoff jetzt auf einmal. Ihr habt es gehört, Pascal Steinke macht da richtig Druck. Wir sehen es hier, ist jetzt ganz dicht dran. Jetzt hat sich das hier richtig schön zusammengeschoben. Und die Führenden laufen jetzt hier auf Robert Simpkins auf, den es jetzt zu überrunden gilt. Und ich denke mal hier vorne, der Käse ist noch lange nicht gegessen. Ach komm schon. Oh, Tommy ist hier gestresst, aber Robert kann sich ja auch nicht in Luft auflösen. Und wir sehen es hier, Robert macht da ja auch ganz fair Platz. Ja, wenn es hier in die Endphase des Rennens geht und man kämpft hier um den Sieg, dann stehen die Fahrer natürlich alle stark unter Strom. Das Adrenalin schießt hier in den Kopf. Und von hinten drückt der Pascal und Cameron, die ja da auch noch lange nicht aufgesteckt haben. Wer hätte das am Anfang des Rennens gedacht, dass das hier am Ende nochmal so spannend wird? Der ein oder andere Fahrer wird sicher heute mit seinem Schicksal hadern, aber was wir Zuschauer heute hier präsentiert bekommen, das ist doch Simracing vom Allerfeinsten. Vor allen Dingen hier das zweite Rennen ist jetzt hier in der Endphase an Spannung kaum noch zu überbieten. Und wir können jetzt schön ein Resümee ziehen, die neuen Fahrer und Teams haben hier alle voll eingeschlagen und bieten einen absoluten Mehrwert für unsere Serie hier. Tolles Racing, was die Fahrer und Fahrerinnen uns heute hier geboten haben. Und wie gesagt, das Rennen ist ja noch nicht zu Ende. Wir befinden uns gerade in der Endphase des zweiten Rennens. Josephine geht jetzt gleich in die vorletzte Runde. Und jetzt hat sich der Kampf um die Podiumsplätze hier ganz eng beisammengeschoben. Pascal ist da direkt in Angriffsposition und wird jetzt auch einen Angriff starten. Tommy versuchte da ein bisschen ihn abzudrängen, wird da aber keine Chance haben. Jetzt geht es hier Seite an Seite Richtung Tamburello. Und ich glaube, Pascal hat da im Rennen auch seine Reifen ein bisschen besser geschont. Jetzt geht es hier Seite an Seite auf die Kurve zu. Und da kann sich Pascal auch durchsetzen. Uiuiui, hoppelt da hier ein bisschen über die Curbs. Tommy muss da abbremsen und von hinten kommt Cameron de Bastos, Seite an Seite. Und auch Cameron kann da an Tommy vorbeigehen. Wow, ein sensationelles Manöver. Und Tommy verliert da gleich 2 Positionen an seine Konkurrenten. Jetzt gibt es hier nochmal einen Gegenangriff. Seite an Seite geht es hier durch die nächste Kurve an. Und Cameron kann sich davon behaupten. Und nicht zu vergessen, lauert da dahinter ja auch noch Luke Rasputic, der da mit Riesenschritten näher kommt. Pascal kann sich da jetzt schon absetzen, hat jetzt hier schon einen Vorsprung auf Cameron de Bastos. Das Ganze spielt natürlich unsere Josephine in die Hände, die jetzt hier erstmal einen beruhigenden Vorsprung hat und die letzten 2 Runden in Ruhe angehen kann. Jetzt brennt hier in der Schlussphase des Rennens nochmal richtig die Luft. Und ich denke mal, Tommy hat da noch lange nicht aufgesteckt. Da haben die Jungs heute schon mal die Chance, den Champion zu schlagen und dann schlagen sie sich selbst. Ich denke mal, der größte Gewinner heute unserer Saisonauftakt sind die Zuschauer, die hier in beiden Rennen Sensationelles erleben dürfen. Ich denke mal, da werden wir einigen die Fingernägel dran glauben müssen. Wir sehen es hier, Cameron ist jetzt auch ganz dicht dran wieder an unserem Pascal.
Und Luke hat da den Rückstand schon zugefahren und macht das Druck auf unseren Tommy. Die Jungs und Mädels gehen jetzt hier in die letzte Runde. White Flag, Final Lap. Und Luke ist jetzt ganz, ganz dicht dran. Und da wird es jetzt mit Sicherheit einen Angriff geben. Schauen wir mal, ob Tommy sich da noch verteidigen kann. Aber so schnell wie Luke ist, wird er ihn kaum halten können. Luke jetzt außen. Tommy versucht da innen zu covern. Seite an Seite brettern sie hier Richtung Tamborello. Luke neben Tommy. Schauen wir mal, ob das gut geht. Jana, can we do a photo finish with 3 of us? Oh nein, jetzt schaltet hier die Kamera weg und da kracht. Wir sehen es da unten in Tommys Switch. Oh nein. Okay, okay. Oh, that's a protest. How is that the protest? Oh, wait a minute. Let's set this roll. Okay, well, he's there. Oink. That's racist. Where do you want me to go? Where do you want me to go? On your brakes. Well, yeah, but why I have to brake? Because you're too blind to see me. That's not how racing works, you know. So okay. So what should I do? But Thomas, your spotter had to tell you he was there. Yeah. Und wir haben es gerade gelesen, die Renndirektion hat den Protest abgewiesen, während hier trotzdem noch überall gekämpft wird. Wolfram hier auf 10, nach vorne und hinten safe, ein Top-Rennen, vor ihm Janemann Preuß, dahinter Kleber Potaro auf 11, Bartosz Brugala auf 12, Jakob Grobler auf 13, Dominik Ochuso auf 14 und Steven Körnig auf 15. Und Josephine die letzte Kurve, dann hat sie es geschafft, mal wieder ein absolut sensationelles Rennen. Einfach unglaublich, wie Josie das wieder geschaukelt hat hier. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ihre Gegner haben sich diesmal selber geschlachtet. Die Tür stand sperrangelweit offen. Und dann kommt jetzt auch Pascal über die Ziellinie, P2. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Das beste Rennen, was ich bisher von ihm gesehen habe. Und dort auf P3 noch vor Miguel Morlan. Thomas, what was that? Luke Rasputic kann da P3 jetzt übers Ziel retten. Wow. P4 Miguel Morlan. Und auf 5 kommt Janne Liemann ins Ziel. Luke, what was that? Da hatte Cameron de Bastos in der letzten Runde noch einen Wackler und verliert hier P3. Ach, schade. Wow, was hier noch los war in der letzten Runde, das ist ja verrückt. Was für ein sensationeller Saisonauftakt. Müssen wir dann jetzt in der Crash-Analyse nochmal in Ruhe alles auseinandernehmen. Da ist so viel passiert hier. Wahnsinn. Das muss ich mir doch mal angucken vom Luke. Wow, wir müssen wir alle zusammen nochmal angucken. Das war schon Vogelwild, was hier los war. Ja, ich habe mich auch noch. In der letzten Kurve habe ich mir auch noch bestimmt. Okay, das müssen wir uns auch nochmal anschauen. That's the next one. Was happened in the letzten? Ja. To be honest, I was a little bit pissed off. Now that wall protest you. Yeah, I protest also the wall and also the curb. The wall's like, we were just here showing you which way to go, and what's he do? He backs into my ass. Jo, hallo. Yeah. It was a crazy Wasn't a race. good day for me. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Saisoneröffnung angelangt. So many incidents in the last few laps. We must take a look at Tommy's crash analysis. It was crazy. Ein absolut sensationeller Saisonauftakt, der sicher noch für Gesprächsstoff sorgen wird. And I think it's on podium. Ja. Das werden wir sehen. It was crazy. I missed the start on the second race. I switched setups and I forgot at the last second to change my fuel to race fuel. Ich glaube, ich werde den Luke protesten. Der ist doch hier. Kannst du direkt protesten. Ich werde aber nicht drüber entscheiden. Das können Ihr habt sicher vorhin die Entscheidung der Rennleitung gelesen. Der Protest wurde abgewiesen. Okay, wir werden uns jetzt mal die ganzen, we will see all the crashes and incidents from Road Races. Die Crash-Analyse folgt dann hier direkt im Anschluss des Rennens. That was a terrible race for me, both of I saw that. It was not. That was not. A start into the season. Played around with the setup before the race, never again. Ach so, okay. Ja, liebe Zuschauer, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Übertragung angelangt. Okay, I will finish my recording. Ich hoffe, wir sehen uns dann in 14 Tagen beim nächsten Rennen wieder. Ah ja, scheiße, ich hab's doch noch weggeschmissen zum Schluss, egal, ja. Hey, Schrott.
bin mit dem Schrottauto übers Ziel gefahren. That's a strange looking car. That was hell sweating, ja. Und damit verabschiede ich mich auch für heute von euch allen, wünsche euch alles Gute, bis demnächst und bleibt gesund.
sorry, Rob. I don't point you out. No, I'm sorry.